Noven zusammen. Und alles klar soweit. Heute machen wir einen Elden Ring nochmal schönes Backtracking. Viel Spaß. Ich habe beim letzten Mal ja hier diesen Farmspot ausprobiert. Da habe ich ein bisschen gefarmt, habe ein paar Level gemacht. Aber jetzt auch nicht so mega viel. Und dann habe ich jetzt gesehen, dass Bunch war ja diese Elden Ring Boss Run Challenge ins Leben gerufen hat. Und die fand ich mega spannend, oder finde ich mega spannend. Hab mir da auch das eine oder andere schon angeschaut. Zum Beispiel den Test-Stream von Maxim. Und da habe ich gesehen, in Limgrave habe ich noch ganz schön viel gar nicht gefunden. Und von daher habe ich mir überlegt, gehe ich da auf jeden Fall auch noch mal eine Runde nachschauen, was da noch so am Start ist. Und was ich auch gesehen habe, ist der parryt ja immer mit seinem Schild. Das funktioniert richtig gut und das würde ich auch gern lernen, weil das kann ich noch überhaupt gar nicht. Von daher schauen wir mal, ob wir das hinbekommen. Und was ich bei der Gelegenheit auch festgestellt habe, wahrscheinlich sind diese Dinger hier, diese Siegelgefängnisse. Was ich jetzt aber nicht weiß, ist, ob die generell immer angezeigt werden, wenn ich irgendwie einen neuen Kartenabschnitt aufdecke. Oder ob die irgendwie nur angezeigt werden, wenn ich da irgendwie schon mal drüber gestolpert bin. Das weiß ich leider nicht. So viel von den Dingern finde ich jetzt hier gerade nicht. Da muss ich aber auf jeden Fall mal drauf achten, weil das wäre schon praktisch, wenn man irgendwie so einen groben Hinweis hätte, aus meiner Sicht, ob man irgendwo irgendwas hat. Ja, weil es ist ja jetzt nicht so wie das zum Beispiel in GTAs oder so, dass man dann teilweise auch Karten entdecken kann, wo so Dinge eingezeichnet sind, ja, oder wie in anderen Spielen das teilweise der Fall ist. Und von daher finde ich das sehr interessant und will das auch mal ausprobieren, wenn ich da mal eine passende Stelle finde. Ansonsten erzählt mir gerne, wie so euer Tag war. Also meiner war eigentlich ganz gut. Ich war heute Morgen ein bisschen im Fitnessstudio und habe meine Storchenbeinchen trainiert sozusagen. Und an der Stelle muss ich jetzt mal gerade sagen, ich bin immer rechts rumgeritten. Ich bin nie hier links reingeritten. Von daher glaube ich, war ich hier generell noch nicht auf dem Hügel. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich da mal links auf den Hügel geritten wäre. Also von daher würde ich sagen, schauen wir mal, ob ich hier nicht noch mehr liegen lassen habe. Ne? Also klar, hier, Siegelgefängnis. Aber auch abgesehen davon, der Baum hier, der ist aber, wenn ich da vorne die Straße rechts reite, ne? Ja, genau. Gut. Da würde ich sagen, wir reiten sie erstmal so ein bisschen hier außen rum. Einfach um mal zu schauen, ob da noch irgendwas ist, ne? Was weiß ich, irgendwie eine Höhle oder was auch immer. Ich muss nur aufpassen, dass ich jetzt nicht dumm irgendwo runterfall. Also jetzt, ich meine, ich bin ja auch schnell wieder hier hochgeritten. Aber würde ich gern drauf verzichten. Punkt, oh, sind auch so Qualleviecher. Müsste man vielleicht auch noch gucken, bei Gelegenheit, dass man wieder hoch versucht zu kommen. Na, mach schon. Weil eigentlich hatte ich irgendwie gedacht, die wäre die erst ein bisschen später. Und vielleicht beschützt die irgendwas, oder wie ist das? Schmiedestein, ja, okay. Ja, das ist halt, ne, das ist halt das Problem so ein bisschen bei dem Spiel.
dass du an jeder Eck irgendwie was sehen kann. Und man weiß es halt nicht, ne? Du musst halt überall halt gucken. Das ist natürlich auf der einen Seite ganz cool, ne? Weil du hast halt immer was zu tun. Es wird quasi nie langweilig. Auf der anderen Seite muss ich sagen, es wird dann auch teilweise so ein paar Länge irgendwie. Jetzt zum Beispiel hier, ne? Du musst jetzt quasi überall hin und her reiten, findest nix. Nur in der Hoffnung, dass du irgendwann doch an eine Stelle kommst, wo du was findest. So, musst du die da kriegen. Tatsächlich. Wo ist nicht sie alle. Was droppt der? Oh, fuck. Ach, der steigt wieder auf. Ach so, ja, natürlich, ne? Das ist so Friedhof, ne? Klar, du steigst wieder auf. Das kennen wir jo. Das kennen wir jo. Gut, aber ansonsten ist jetzt so aktuell nicht so viel. Das heißt, wir gehen wieder rüber zu der nächsten Qualle. Das ist jetzt, das ist schon irgendwie lustig, ne? Dass ich so das ganze Gebiet quasi nicht gemerkt gesehen habe oder so. Ich meine, die Gehschnelle sind jetzt nicht unbedingt so die Herausforderung. Ich möchte natürlich aufpassen, dass ich jetzt nicht aus Versehen so Qual treffe. Weil ich hatte jetzt nicht vor, die jetzt Griech anzufangen. Die sind mir ja bisher, wie sagen wir, positiv gestimmt für mich, ne? Alter. Was ist das? Das Objekt will ich gerne aufnehmen. Goldene Rune, okay. Das Problem ist, ich sehe ihn gar nicht, wenn die irgendwie aufsteigen. Gut. Da muss ich immer so ein bisschen kurz die Luft anhalten. Bei den Schleerreihe, du. Dass ich hier nicht irgendwie dumme Fehler mache. So, jetzt müssen wir aber doch nochmal zurück. Weil hier bei den Qualle, so liegt noch was. Aber die sind ein bisschen gemein, ne? Weil die sind rot. Ines? Die machen irgendwie Blutungsschade oder was? So, jetzt kann ich vielleicht hier das Ding aufnehmen. Magiefett, naja gut. Ob sich das jetzt gelohnt hat, sei mir dahingestellt. Aber du sonst noch was? Ja, du musst so geschwind so ein bisschen durchflutschen. So ist da noch was. Irgendeine Rose. Sonst war da jetzt aber nicht. Von daher. Gehen wir da ein Siegelgefängnis angucken, oder nicht? Runen nehmen wir natürlich auch mit, ganz klar. Ah, da drüben kennt man wohl noch gucken, bei den Ruinen, ja? Und was mit dem du? Ja, ich wollte gerade sagen, ist der tot? Aber war er nicht. Das war jetzt wieder eine lustige Geschichte, war. Ja, wer ist schon durchgeflitzt, nix Speses gedacht, steigt der auf und gibt mir einen, ey. Ah. Guck mal, da oben, du musst doch irgendwie auch was hin, hä? Sonst kennst du den nicht hoch, oder? Das sind irgendwie so Leuchtsteine, da wie die Hälse, Ruinenfragment. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Oh fuck, fast wäre ich da runtergeguckt. Kreuzte Beine, Lob Schneider ist jetzt nicht mehr sowas heißt das. Oh, ich glaube, das war zu hoch. Jo.
Ja gut. Steht's an. Dann gehen wir da einfach mal in das Siegelgefängnis drin. Dann gucken wir mal, ob wir das Siegel ein bisschen aufbrechen, oder? Ranger ist ein Armstart. Also, nehmen wir mit. So. Dann gucken wir mal, oder? Ja gut, das hat jetzt noch nicht so gut funktioniert, oder? Mit dem Parry. Gut, man muss jetzt dazu sagen, ich habe das halt wirklich noch nie gemacht. Shit. Jetzt kam hier irgendwie die Warnung, sie haben 50 Mal auf die Feststelltaste gedrückt, oder ne, auf die Shift-Taste. Jetzt wollen sie wirklich jetzt umstellen auf Shift. Also das quasi generell Großgrippe oder so ähnlich. Das habe ich irgendwie mal ausgeschaltet. Wo sind meine Ranger? Ah, hier. Das habe ich irgendwann mal ausgeschaltet. Aber irgendwie scheint das bei irgendeinem Update wieder eingeschaltet worden zu sein. Aber das mit dem Parry, das müssen wir irgendwie noch auf die Reihe kriegen. Normalerweise müsste er doch dann irgendwie so ganz kurz quasi wie gestunt wäre. Aber das klappt irgendwie nicht. Also ich krieg's nicht hin. Damals muss so. So, jetzt noch mal. Ich krieg das nicht hin. Das kann doch jetzt nicht so schwer sein, oder? Das probieren wir jetzt irgendwann mal ein paar Mal, oder? Irgendwann mal, muss das hier mal hinhauen, oder nicht? Genau so. Genau so, aber das Timing, das fand ich noch nicht so raus. Was gibt das in Zeitschiff? Springen wir mal weg, du. So, noch mal. Wow. Es ist wieder im falschen Moment Schlabbertränkchen mir reingezogen. Aber genau das ist es, ne? Genau, aber so das Timing, das habe ich noch nicht so raus. Die habe ich kenn's mir, das ist aber dumm. Wenn ich das Timing irgendwie, das möchte ich noch. Muss ich gleich nochmal gucken, wann ich das trinken muss. Margaritas Pfahl und dann dummer muss Schwertchen wechseln. Ich will den da nämlich mal mit meinem Säbelchen. Mo was anderes. In dem Turm, da waren wir ja dann auch noch nicht drin, ne? Weil da unten ist ja der Ingang. Da müssen wir da noch her, aber auch noch drin, oder? Wir müssen ja mich dran erinnern, da denke ich bestimmt wieder nicht dran. Ich bin ja schon ein bisschen vergesslich. So, also. Parry Tutorial Part 3. Ich hab das, ja, ist mir schon klar.
Unglücklicherweise bin ich jetzt wieder zu schwer für ordentlich zur Rolle, wo ich jetzt quasi nicht damit gerechnet habe, was mir das Leben an der Stelle natürlich deutlich schwerer macht. Aber ich habe eigentlich gedacht, wenn der so gestunt ist, ne, nur den Parry, dass man dann so richtig erdolchen kann. Jetzt müssen wir jetzt erstmal hier, was weiß ich, vielleicht eine Boe ablegen. Das sieht schon wieder besser aus. Let us try again. Könnten wir ein Lied draus machen, oder? So, Kollege, jetzt pass auf. Also. Das war jetzt zu früh, ne? Normo. Damo, das gibt's doch gar nicht. Okay, ich meine, hat er jetzt auch mit dem Schild angegriffen. Da weiß ich jetzt nicht so genau, ob das dort mit überhaupt dann funktioniert. Wow. Wo bin ich denn jetzt wieder hängen geblieben? Ah, an der Gefängniswand. Aber das Mikrofon nicht funktioniert, jo, ich denke schon, ne? Spielsound mischt eigentlich auch Sinn. Mischt eigentlich alles am Start Sinn. Rünger. Also, okay, da oben Pfanne. Nur hätten sie jetzt eigentlich den Rand vom Gefängnis wenigstens an die Clip können machen, oder? Ich weiß nicht, wenn ich dem Maxim zugucke, ne? Das sieht das immer alles easy peasy aus. Das kann ja schon saugut, das muss man losen. Es war jetzt wieder der falsche Moment, ey. Wann muss ich denn nur tricken? Ich schaffe das nicht. So. Normal. Shit. Ach, ist die grüne Balge wieder leer. Ja, was will ich da machen, ey? So, jetzt. Wieder im falschen Moment, das gibt's doch gar nicht. Zu früh, ne? War zu früh. Ja, das war gut. Aber das nächste Problem ist jetzt, wenn ich das mache, dann ist doch irgendwie mein grün Leist im Arsch, oder? So, jetzt nochmal. Genau, das wollte ich so machen. Shit. Also die grüne Balge musst du schon voll sind, fuck. Nix mit, du zum Schlabbere. Den holen wir aber, weil wieder in der Gap. Das Edemo, genau so möchte ich das machen.
Aber das Timing, das kann ich noch nicht so raus. Ich meine, wie lange wird man brauchen, für so Timing drauf zu kriegen, hä? Stunden, 2, 10, 20? Wie jetzt sagen. Ich erinnere mich aber an die Lektion aus Dark Souls 3 und das habe ich auch schon nicht hingekriegt. Deswegen habe ich das irgendwann nochmal ingestellt und für nicht brauchbar quasi identifiziert. Aber das ist schon brauchbar, wenn man es kann. Ja, dann ist es schon eigentlich ganz geil, ne? Weil er dann ja so gestunt wird. So, aber da muss das Ding natürlich sitzen, ne? Und meistens sitzt es bei mir halt nicht. Dann ist es halt scheiße, das ist mir klar. Wahrscheinlich hat es nie richtig gesasst. Und da habe ich mir gedacht, ah ja gut, was soll denn das? Bringt mir ja nichts, ne? Lassen wir das einfach wieder. Ah, fuck. Der Angriff ist halt relativ vorhersehbar, ne? So, jetzt Parry Gott, pass auf. War nix, shit. So, jetzt nochmal. Genau. Weg, weg, weg. Shit. Sehr gut. Laberdrängsche. Schild. Den anderen Stelle hätte ich den mit Sicherheit schneller fertig gemacht. Muss man sagen. Aber ich will das jetzt mit dem Parry immer hinkriegen. Wow, allebei oder war großer Schwanzgredo, hä? So. Ich brauchte halt noch so ein bisschen Abstand irgendwie, damit ich das machen kann. So. Jetzt kommt er wieder angeflogen. Oh, fuck. Der zweite, der ist natürlich schon, wenn er tote Schwanze rausholt. Ne? Ich hab das Timing noch nicht raus. Das so 8-2 hat es ganz gut funktioniert. Aber wann muss ich denn den Schlag mit dem Schild machen? Wenn er ausholt? Wenn er am Zuschlagen ist? Ah, es ist schon schwer zu timen, oder? Aber wenn du es kannst, ist es schon geil, ne? Wenn die grün Leist voll ist, du die eine Parry kannst und dann du da hier so in die Knie gehst und kannst dann so richtig Energie geben, das zieht dann auf Anhieb schon immer ganze Arsch voll Energie ab, so ist nicht. Warum ist denn da eigentlich die Default-Einstellung Nein und nicht Ja? Das verstehe ich auch nicht. Es war wieder zu früh jetzt, ne? Laberdrängsche. Ach, du war der aber auch immer drauf, ey. So. Ach, fuck. Das ist so die lange Angriffe. Die mach ich nicht, ne? Einfach, wenn sie aushole, dann muss man auch davon ausgehen können, dass sie dann irgendwann mal zuschlagen.
Also das mit dem Parry, das hat jetzt schon jetzt ganz gut geklappt. Aber dann so der zweite Schlag, der funktioniert irgendwie noch nicht so, wie ich mir das vorstelle, wenn ich ehrlich sein soll. Ach, das war wahrscheinlich wieder zu früh. Wenn ich den überhaupt bei dem Schlag parry kann, das weiß ich jetzt nicht. Oh, jetzt hat er aber der Bam ganz schön kaputt gemacht, oder? So, jetzt noch einmal. Also, aushole, Schlag. So, jetzt nochmal. Es war wieder zu früh einfach. Es war einfach wieder zu früh. Es war einfach wieder zu früh. So, hoch und... So. Ja, jetzt mit so einem Parry, wenn man mit einem Parry quasi... Ach. Ja, das müssen wir ja irgendwie nochmal ausprobieren. Schmelztiegels Schweif. Aha. Also das müssen wir irgendwie nochmal ausprobieren. Das gefällt mir nicht so. Das ist natürlich jetzt insofern ein bisschen blöd. Ich habe jetzt natürlich wieder mal überhaupt kein... wie soll ich sagen? Überhaupt kein... Schlabbertrinkschirm mehr. Deswegen... Oh, vorne eine Rosine. Deswegen ist das jetzt natürlich alles ein bisschen blöd. Aber es scheint jetzt auch keine Lust irgendwie an der Gnade großartig zu suchen. Ich meine, ich bin jetzt schon relativ gut gelevelt. Das ist ja eigentlich das Anfangsgebiet. Von daher kann man ja sagen... Weitschuss-Talisman. Von daher kann man ja durchaus sagen, sollte das jetzt normalerweise nicht so das Problem sein. Aber man weiß halt nie, ne? Gut, da steht Sahne. Der Ofen haben wir jetzt vorerst mal ganz gut aufgeräumt. Dann gehen wir nochmal da runter. Da müssen wir mal da zu der 4. Da ist auch der ganze Shit wieder aufgelevelt. Also aufgelevelt, nicht. Die Fläche sind aufgefüllt und alles, ne? Und zwar die 4 suchen wir jetzt. Ah, da hinten. Ich weiß gar nicht, das sind aber so Geschichten, du bin ich überall rumgelaufen, aber der Shit ist manchmal halt auch wirklich gut versteckelt. Und jetzt in dem Fall zum Beispiel, jetzt weiß ich gar nicht, geht's da runter? Ist auf jeden Fall eine Höhle, ne? Klappte unser Sprungtrick. Das klappt nicht, ne? Wenn es zu hoch ist, dann ist es halt wirklich zu hoch scheinbar. Also manchmal klappt das irgendwie, aber scheinbar, wenn es dann wirklich zu hoch ist, dann halt dann doch nicht. Aber eigentlich müsste unser Rune jetzt hier noch da irgendwo auf der Clip leihen, ne? Das Problem ist jetzt vielleicht, wenn sie da unten leihe. Ja, aber da müsste ich eigentlich wieder hochkommen, ne? Jo, das klappt. Gut, dann gucken wir mal, ob wir Wege runter finden, dass das hier machbar sind. Ich meine, da unten in dem See bin ich eigentlich halt auch schon so an, also ich hätte jetzt gedacht, ich habe den See eigentlich, oh fuck, mehr oder weniger abgeschlossen. Ich habe da hinten den Drache, habe ich mir nicht verdruspelt, oder hatte ich den fertig gemacht? Ich weiß, der hat sich zwischendurch mal irgendwie weggebeamt und ich weiß nicht, ob ich da dann noch weitergemacht habe, wenn ich ehrlich bin. Weil ich ihn dann nämlich gesehen habe und er auf einmal weg war und ich gedacht habe,
Jo, der ist jetzt halt weg, ne? Hm. So, da oben. Ich aber sagen, du warst mu. Aber warum ich jetzt zum Beispiel du hin ist sowas nicht, ich meine, das ist so Inbuchtung, da guckt man ja schon immer drin, oder normal, oder? Das ist schon irgendwie manchmal komisch. Tunnel von Limgrave. Gucken wir einfach mal, was auf uns zukommt. Stopp mo. Du mal den markiere, anschalte quasi. Ich habe jetzt noch immer nicht so rausgefunden, was quasi so der Vorteil ist von diesen Herbeirufungsreserven-Dinger. Und den Orte der Gnade, aber hier war irgendwo, wo waren das? So. Ne? Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall schon mal runterspringen. Müssen wir halt nur den richtigen Moment wieder abpassen. Keine Ahnung, wo es dorthin geht, aber das müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Goldene Rune 4. Hat jetzt eigentlich so ausgesehen, als hätte man da durch, muss ich sagen, ne? Aber ist nicht so. Jetzt ist aber natürlich die Frage, wie kommen wir da jetzt runter? Okay, das war jetzt doch einfacher, wie ich das befürchtet habe. Das ist lustig. Wenn ich jetzt in die andere Richtung geguckt hätte, hätte ich es übersehen, ne? Was glaubt der da rum? Tschüss. Wenn wir das insammeln. Schmiedestein. Oh, schön. Haben die irgendwie so ein bisschen Farbe? Oder sagen wir schon mal, gibt es so viel in dem Tunnel jetzt? Die steige aber eh nicht auf, wenn ich da komme und so gehe, der Kollege verdruschble, ne? Aber da gibt es schon einige Schmiedesteine von der Stufe N, so wie es aussieht, oder? Natürlich wieder die Frage, wo gehen wir da jetzt hin und wo nicht? Haben wir da her? Nee, aber das ist auch Aufzug, ne? So, wo glaubst du rum? Kannst du nicht einfach den Rucksack von dir mitnehmen? Der war doch voller Schmiedesteine von der Stufe 1. Geht ich sagen. Was geht mit dir ab? Ja, bevor du jetzt aufsteigst, machst Krach. Ach, Ratte. So. Ja, ne? Scheiße, so eisere Flamme, ne? Kann ich schon nachvollziehen, dass das scheiße ist. Geht mir auf, das sagt hier. So, Schmiedestein Stufe 1. Jo, die scheint mir, ne? Wenn die jetzt den Tunnel am Anfang findest, ne? Findest die ganze Schmiedesteine der Stufe 1. Das ist halt dann schon geil, ne? Du kannst halt schon dann direkt die Waffe ordentlich aufleveln. Aber jetzt so, ich meine, mittlerweile habe ich genug und brauchst jetzt nicht, glaube ich. Aber, gerade am Anfang hätte das schon geholfen. Oh, ist du oben? Geht's du rein da oben? Oder ist das quasi so, also eine Wand, wo es nicht weitergeht? Gut, ich weiß jetzt aktuell auch nicht, wie ich das hochkäme. Der Aufzug werde runterfahren. Müssen wir mal so ein bisschen so. Ach, du ist wieder so Zwischending. Ja, fahren wir direkt wieder hoch. Das geht dir nicht. Wer weiß, was das ist.
Wir tun aber beim runterspringen, das ist mir wirklich lieber. Weil dann sehe ich besser, wann es kommt und wann ich schubsen muss. Ja. Okay. Gut, sehe ich jetzt nicht so viel. Das sind nochmal so 2, 3 von denen. Die lassen sich schon nicht so beirren, du, ne, von mir. Weil mir soll's recht sein. Arsch. Ah, ne. Schimmersteinüberrest. So, wäre die 2 Armufahrt. Ey, die Flamme Pracht, die ist schon ganz geil, finde ich. Gibt's nix. Ist nur noch ein Aufzug. Ah, das ist jetzt aber schon wieder so Sache, wo ich sagen muss, das gefällt mir jetzt schon wieder nicht so gut, weil es so wieder so viele Möglichkeiten gibt, wo man da hin muss und kann. Ja. Nee, da gehen wir auf jeden Fall nochmal hoch. Da war da auch wieder irgendwas, du. Ich weiß nicht genau wo, aber du kannst doch irgendwie runterhupsen. Das sieht doch so aus, als wäre da auch noch irgendwo was. So. Gut, so jetzt so nicht. Ah, so, ne? Sehen wir das? Die Frage, reicht das so? Sterbt man da? Nee. Gut, es ist jetzt nur goldene Rune, aber ist egal. Und ein Dunkelschmiedestein. Das ist doch jetzt schon wieder gar nicht so schlecht. Stark. So, du ist nix, ne? Nee, du ist nix. Jetzt hoffe ich, dass das irgendwie eine sinnvolle Abkürzung ist. Ach, in jede Ecke kann man rinlaufen. Das ist einfach, das ist eine Sache, die gefällt mir da nicht. Irgendwie muss ich mich immer entscheiden. Dann tue ich immer irgendwas übersehe und vergesse und, ne? So kommt jetzt Endgegner oder was? Ach. Gut. Der war jetzt nicht so die Herausforderung, muss ich sagen. Zurück an der Höhle-Ingang will ich jetzt eigentlich gar nicht. Sondern steht jetzt quasi einfach der gleiche Weg, nochmal zurückgehe. Weil bei dem einen Aufzug, da habe ich schon noch gar nicht so richtig weitergeguckt, ne? Ich hoffe nur, da stehen noch irgendwo Finne. Boah, der sich alleweil bewegt mit dem Kopf. Ich finde, das hat so ausgesehen. Weiter geht's. Ja, der hat sich eben bewegt, finde ich. Naja, gut. Vielleicht war es Lufthafen. Wie war denn das jetzt? Es ist halt wieder die Frage, von wo sie mehr kommen. Ich glaube, hier sind wir runtergesprungen, ne? Also sind wir hier in die Umgebung. Und dann sind wir da runter zu dem anderen Aufzug. Das heißt, wir müssen eins tiefer und das war man nicht, ne? Die Frage, genau, wahrscheinlich müssen wir da rüber hupsen. Packen wir natürlich nicht. Oh fuck. Ist gut gegangen, ne? Aber so war das mit Sicherheit nicht gedacht. So, du ist auch noch so Klopperei, ne?
Aber jetzt, also das erinnert mich jetzt an den Minetunnel von, in dieser, also wo diese Beamfalle war, wissen ihr? An denen erinnert mich das so ein bisschen, an den Tunnel. Das heißt, wahrscheinlich gibt es irgendwie in jedem Gebiet so, oder mehr oder weniger in jedem Gebiet sowas. Um quasi so die Schmiedesteine von dem Gebiet zu holen. Sozusagen. Ja. So, jetzt von da sind wir, glaube ich, kommen, da ich jetzt so weitergehe, ist aber Sackgass. Das ist natürlich äußerst unglücklich. Wie sieht's so aus? Ja gut, dann werden wir halt jetzt zurück müssen, ne? Mir notfalls sind wir da ja auch noch mal schnell an, ne? Ich habe aber irgendwie so das Gefühl, als hätte ich doch irgendwie noch was über sie. So waren wir. So, jetzt haben wir da oben noch was. So ist aber jetzt so direkt gar kein Reisen, genau. Ist jetzt aber so direkt gar kein Ort der Gnade in der Nähe. Es wird mich jetzt schon mal interessieren, wie viel ich denn noch über sie habe, von dem ich überhaupt gar nichts weiß. Ich meine, das muss ich jetzt halt an der Stelle schon sagen. Du kannst natürlich schon eine Blind Run machen. Aber wenn du das machst, musst du halt auch viel Laie lassen und nicht sehen, denke ich mir, ne? Also du hast quasi wie soll ich sagen, wenn du jetzt Tape Blind Run machst, hast du quasi die Crowd, die dir hilft. Andererseits muss man natürlich sagen, jo, Schlaf geht los. Also, was verstehe ich jetzt unter einem Blind Run? Wo kommst du her? Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Online-Spiel mache und hab dort an jeder Ecke diese Nachrichten, dann ist es hier in dem Sinn kein Blind Run mehr, weil dann kriege ich hier Informationen. Ah, hier gibt's was, so gibt's was und so weiter und so fort. Ja? Also ist das jetzt ja aus meiner Sicht dann kein Blind Run. Das habe ich jetzt zum Beispiel ausgeschaltet. Insofern wird mich jetzt dann nur interessieren, ist das dann einer oder nicht? In dem Fall. Ich muss halt fairerweise sagen, ja, ja, die Nachrichten sind hilfreich und du findest mehr viel. Ich muss aber auch sagen, die gehen mir tierisch auf den Sack. Weil dann einer Spur wird, erzählt einer Bullshit und der nächste erzählt dann Skedale und so weiter und so fort, ja. Und das geht mir dann schon ein bisschen auf den Keks, muss ich ehrlich sagen. Ja, wie komme ich denn jetzt so am schnellsten runter, ohne zu sterben? Eigentlich sind das hier nette Pudel, ne? Aber die sind auch total nervig. Gut, wenn sie mal umgefallen sind, sind sie nicht mehr so schön, muss ich jetzt fairerweise auch dazu sagen.
Dann sieht sie eher nicht mehr so geil aus, aber jetzt ist natürlich die Frage, war man hier in diesem Tal schon immer? Zum Beispiel ruft dir jetzt jemand. Oder Gnade aktiviert. So war man ja scheinbar dann auch noch nicht. Das ist doch alles Scheißdreck. Also, Scheißdreck ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber da wird was gedroppt. Das holen wir uns natürlich. Noch so Berge am Start. Wer was das so ist? Ah ne, nur du der. Ja, du warst auch noch überall noch nicht, ne? Wo sind wir du jetzt? Okay. Aber eigentlich müsste ich da in der Gegend ja schon immer gewesen. Schon irgendwie komisch. Alles komisch, 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 komisch. Richtig, richtig merkwürdig. Ich kann mich daran erinnern, dass ich da geradeaus, habe ich so einen Typ auf dem See verdruspelt. Das war aber ziemlich am Ende vom Stream, also wäre es jetzt natürlich auch schon möglich, dass ich dann irgendwann den Stream aufgehört habe und dann beim nächsten Monat dran gedacht habe, hier irgendwie weiter zu suchen und zu machen und zu gucken. Kann ich jetzt natürlich nicht ausschließen. Gib ihm doch einfach ein. Ach, das ist aber auch so schwer, ey. Einfach die richtig Seite zu schlagen mit dem Ding. Ja, gut. Es, ne? Wenn ich so am Ziele bin, da muss ich mich also ein bisschen konzentrieren. Da kann ich dann nicht so wirklich schwätzen dabei. Gut, dann gehen wir jetzt mal da hoch gucken. Da hinten bei dem Friedhof können wir ja nochmal durch, ob man da noch links oder rechts irgendwie Items sehe. Aber außer Dode, die aufsteigen, sehe ich da jetzt nicht so viel, muss ich sagen. Da oben kennt noch irgendwie so Händler sind. War ich bei dem schon immer? Ne. Aber dann gehen wir dann nur noch an. Oh dear. Yeah, mate. Hey, terribly sorry. Are you here as a customer? Immer. Weil wäre die Frage, was können wir da kaufen? Okay. Schmiedestein 1, gut. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Das können wir natürlich mal holen. Kurzschwert, naja, gut. Ja. Mhm. Gut, ansonsten hat er jetzt nicht so viel, dass ich jetzt unbedingt brauche. Must apologise. I'm afraid I've very little to offer. Hat er vielleicht noch was zu erzählen? Anything? Nö. Nothing that suits Oh, ja, your lassen wir das. taste, then. Dann rufen wir unser Fritz hier. Dann gehen wir mal da hoch. Gut. Wieder Retour. Ach cool, ist auch so Ding zum Hochhupsen. Auf der anderen Seite runter, gucke, was das noch gibt. Ohne warme aber, glaube ich, schon immer. Gut, das ist der Ort der Gnade, wo wir eben jetzt freigeschaltet haben. So, und das kommt jetzt von so irgendwo, ne? So, was geht mit dir ab? Oh, my stars. I'm so happy to see you. I am Alexander.
also known as Eisenfaust. Iron Fist. And as you can see, I'm stuck here. Dunkelluft, ne? Please, can you? My thanks, 1,000 thanks. Just give me a good smack from the rear with something nice and big, and I'll pop clean out. Don't dally. Give it your all, I say. Ja, ich traue der Ganzgeschichte noch nicht so. Don't stop now, friend. And just put those doubts to rest. Give it your all, I. Stark. Well played, good sir. Well played. Though that mighty wallop of yours almost spelled the end of me. Hast du eine Mutti gehabt, ne? Well, I'm out now, and that's what counts. I thank you. And as a token of my appreciation, I'd like you to have this. Hier, was sagen wir hier? Ja. Once again, I am beyond upon their southern edge. I'd heard whisper. Oh, Once again, pleasure is mine. I journey to the east, where I intend to further. And beyond these lands lie the scarlet rot light upon their southern edge. Is I'd heard whispers of such. Doesn't Okay. the notion set you up? stark. So, wo ist jetzt das andere dumme Vieh, das mir die ganze Zeit auf den Sack geht? Dummes Vieh, ey. I'm heading to Redmayne. I've heard. Ja, es sagt jetzt immer irgendwie das Gleiche, ne? Also jetzt quasi nichts Besonderes mehr. Wie sieht denn das du eigentlich so ums Karedo aus? Haben wir da noch irgendwie was? So Höhle oder irgendwie? Okay, du bist ein Riese. Ein Riese. Dem kennen wir ja ruhig auch noch Hallo sagen. Ja, ich weiß nicht, das sieht irgendwie wie jede Wand sieht so aus, als könnte man sie vielleicht kaputt schlagen. Weil meistens kannst du dann halt doch nicht kaputt schlagen. Aber jetzt, so unten war man doch aber dann auch noch nicht, so wie die Sache aussieht, ne? Weil, wenn ich jetzt nur so runter gucke, so ist doch auch noch sowas zum Insammeln gewesen. Limgrave. So das Ding zum Beispiel. Gut, das ist jetzt nur ein Schmiedestein der Stufe 1. Ist halt schade, ist wenig. Muss ich mehr do jetzt? Hätte ich aber jetzt schon sagen, dass wir dumm irgendwie sind, oder? Geh wieder am Start, geh wieder. Dann nutzen wir das Ding einfach, um nochmal hochzuhupsen, dass wir auf der anderen Seite in die Höhle rinkommen, oder? Ah, da ist der Hügel mit den ganzen Riese. Und dann gehen wir mal der andere Geschichte noch. Und das mit dem Parry, das müssen wir auch noch mal so ein bisschen verfolgen. Aber ich muss mal gucken, vielleicht, wenn ich das hier zusammenschnibble, also ich wirklich schnibble, tue ich das jetzt nicht, aber meist so der Anfang und Ende so ein bisschen bearbeite für YouTube. Dann guck ich mir nochmal an, wie ich das vorhin gemacht habe mit dem Parry und wann genau ich quasi zugeschlagen habe. Damit ich weiß. Okay, hier ist Ingang, aber wir gucken jetzt erstmal jetzt nochmal so ein bisschen drumherum. Wann genau ich da jetzt dann gedrückt hat. Okay, du gehst scheinbar eher in den Tod. Das heißt, das ist jetzt dann erstmal nichts.
So, jetzt natürlich wieder die Frage, was mit dem Knilch da ist. Bis der aufgestiegen ist, ist er halt tot. Aber man muss jetzt natürlich auch sagen, das ist halt das Anfangsgebiet, ne? Du warst überall halt am Anfang nicht, sondern erst jetzt. Das heißt, den ganze Shit hier, den hätte ich normalerweise mit viel schwächerer Waffe und mit viel weniger Level quasi gemacht. Und von daher ist das halt vielleicht auch klar, dass die jetzt nicht ganz so viel ausfalle, wie ich das von anderen Gebieten dann halt gewohnt bin. Wo kommt der her? Steht du so ganz allein in der Weltgeschichte rum? Sind aber viel von denen unterwegs, ne? War's das? Haben die jetzt hier irgendwie was bewacht? Also jetzt nur so, ich würde jetzt nicht mit in der Pampa rumstehen, aus Spaß an der Freude, ne? Normal, die Stelle dann schon irgendwas bewachen, oder? Sieht jetzt aber eigentlich nicht so aus. Zumindest habe ich schon nichts gefunden. Okay, da hinten ist auch noch irgendwas. Wie sieht's so aus? Was haben wir hier? Goldene Rune, okay. Der Stufe 3, also gar nicht so verkehrt. Aber jetzt sehe ich sagen, haben wir so ziemlich alles. Das heißt, dann gucken wir mal da vorne, wo es dir schon angeht. Tod berührte Katakomben. Gucken wir mal weiter, ne? Das ist jetzt insofern auch noch mal ganz schön, finde ich, dass wir hier noch mal so ein kleines Mini-Dungeon haben. Weil das kann man dann schön in, was weiß ich, sagen jetzt mal in einer halben Stunde, in einer Stunde, wie auch immer, kann man das abschließen. Hat dann das Gefühl, okay, heute habe ich was geschafft, ne? Weil ansonsten kannst du in dem Spiel natürlich auch basieren, dass du dort 3 Stunden rumschlappen tust und findest nichts und erlegst keinen Boss, ne? Du kaum aufleveln und nichts. Das ist dann halt schon schön. Wenn man wo kommst du eigentlich her? In der Ecke warst du doch eben auch schon immer, oder? Da hat man halt nicht so das Gefühl, halt habe ich nichts geschafft, ne? Was halt an denen so ein bisschen nervig ist, dass die wieder aufsteigen. Bei mir wäre es ganz recht, wenn sie halt einfach nur live bleiben täte. Oh, das hast du gut gemacht. Das war schon gut von dir. Das war schon richtig gut von dir.
Ah, da oben ist noch einer. Oh, jetzt müssen wir dumm, wo du ein bisschen weghupst. Müssen wir vielleicht doch mal Schlappertränkchen ziehen. So, und weg mit dir. So, da war doch noch irgendwie einer. Runenverzierter Rundschild, okay. Was geht mit dir ab? So geht's nicht weiter. Da ist die Säule im Weg, ne? So müssen wir ja schon ein bisschen cleverer agieren dann. Ist da hinten die Wand? Vielleicht kann man da noch irgendwie durch. Nee. Gut, da hängt der Dings dran, da wird nichts drin, ne? Die Frage ist jetzt, wie kommen wir da hoch? Ich würde gerne da hoch. Vorschläge? Oh, durch die Wand? Das wird wohl nicht funktionieren. Ja, was ist denn da auf Eck? Du warst doch schon immer. Ach, das ist Katz. Okay. Aber hier geht's nicht durch, ne? Ich würde sagen, mir geht es erst mal weiter und für nicht du mal am Ende noch mal auf dem Rückweg gucke, ob man da noch einen Weg hoch findet. Wo kommst du her? Bist du jetzt von der oben runtergesprungen oder was? So. Das kennt ja auch Falsen. Gut, in dem Raum ist jetzt... Wo kommen ihr dann jetzt her? Gut. So, aber die zwei Bogenhains, ja, die müssen noch... Irgendwie müssen wir die noch bekehren, quasi. Und ich glaube, wer die Pfeile drin stecke, du. Ah, warte mal. Du war ja auch noch ein Gang. Stimmt, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Das ist auch falsch. Stopp. War du. Nee. Wo kommen wir jetzt so an? Noch ein Gang. Also ich muss jetzt sagen, aktuell geht's natürlich mit der Waffe. Aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt noch ganz am Anfang wäre, hätte noch quasi vielleicht so der Anfangssäbel, ne, nicht aufgelevelt und nichts, dann wäre das schon auch eine nervige Geschichte. So unterm Strich. Ah ja. Oh, das hat er stark gemacht. Das hat er noch besser gemacht. Sehr gut. Der andere Held ist, glaube ich, runtergefallen, ne? Ah, ein Ushigatana. Das ist natürlich auch schön. Habe ich zwar schon, benutze ich nicht. Mein anderes ist auf Stufe 3. Aber zumindest könnte man ja mal ausprobieren, wie die so agieren, wenn man die, quasi so beidhändig nimmt. Wissen Sie, wie ich meine? Also in jeder Hand eins. Wenn wir jetzt so zurückgehe und dann du mal quasi jetzt gleich hier zu wahrscheinlich zum Bossgegner komme. Sollen wir jetzt einfach mal ausprobieren, wie das ist? Wenn wir die 2 Stück nehmen. Das Ding weg. Das eine in die Hand genommen. Legen wir den Zauberstab Armor ab. Und nehmen das andere. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen da hoch, wo wir ein bisschen mehr Platz haben. Okay, so geht das nicht.
Jo, das geht schon, ne? Aber auf der anderen Seite muss ich jetzt fairerweise sagen, so ganz so einfach ist das nicht zu machen, finde ich. Warum hat der schon die Hälfte von der Energie ab? So? Der K-Pop ist nicht. Jo, alles drauf. Bin ich mir jetzt noch nicht so sicher, ob das wie meine enorme Fähigkeit war oder wie dem Doppel-Ushi-Katana oder ich meine, was natürlich schon ist, das muss man natürlich auch sagen an der Stelle. Du hast natürlich Todeswurzel, das ist Schlüssel. Du hast natürlich schon ich glaube, die machen auch Blutungsschaden, ne? Also das heißt, wenn du dann quasi das Ding benutzt tust, dann hast du mit jedem Schlag hast du Blutungsschaden, ne? Also das zieht dann schon, denke ich, nur 2, 3 Schläge ordentlich ab. So, unabhängig davon haben wir die Geschichte jetzt abgehandelt. Und jetzt war hier unten noch so irgendwie was hier. Müssen wir aber noch gucken, ne? So, und was ich jetzt aber machen wollte, ist, jetzt hocken wir uns da mal hin und jetzt gucken wir uns nochmal die Geschichte mit der Kriegsasche da an. Und da ist hier noch kein drauf. Und zwar heiliges Ushikatana. Aber, wie ist denn das? Ist das dann quasi... Ne, stopp mal. So. Nimm. Können wir das hier beidhändig? Das heißt, das ist so Stammwer. Wenn ich jetzt das andere in die Hand nehme, nur das andere, wie lange hält das jetzt? Für immer und ewig oder? Am besten wäre es, glaube ich, mir hupst du hoch und geht dann quasi so ganz rund außen rum. Damit wir zu diesem Sog komme, oder wie nennen wir das? Hier diesen Wirbelwind. Mischt aber auf die andere Seite. So, und jetzt wollen wir das mal ausprobieren. Das ist natürlich eigentlich, das ist ganz geil. Das zieht dir dann bestimmt auch was ab, ne? Wenn er trifft. Jo. Das ist schon eigentlich ganz geil, finde ich. Wenn du das jetzt noch ein bisschen hochleveln tust. Natürlich die Frage, wie springen wir jetzt in den Strom da drin? Ganz stark gemacht. Und die nächste Frage ist, wo müssen wir an? Hi. Oh. Stopp mal. Mach schon du.
Sehr schön. Ah. Müssen wir durch? Nee. Stopp mal. Es ist natürlich schon einfacher, wenn man treffen tut. Das muss ich jetzt fairerweise sagen. Alter, das ist auch noch so ein Ding. Warte mal, du mal drauf. Nomo und Nomo. Ja. Dinge sind aber schon nervig unterwegs, muss ich schon jetzt nur ganz ehrlich sagen. Ich mag die nicht. Weil die Halle relativ viel aus, die geben wirklich keine Punkte und nix. Und die sind schwer zu treffen, weil sie so niedrig sind, ne? Und du warst aber schon mal drin, meine ich. Jo, du warst schon mal. Ich wollte eigentlich hier hin. Das muss doch machbar sein. Also die 5. Quasi immer geradeaus. Jetzt muss man natürlich an der Stelle noch dazu sagen, ich glaube, da bin ich irgendwie mal umgedreht, weil da echt ein so komischer NPC-Invader kam. Irgendwie sowas habe ich schon im Kopf. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich den gepackt hat. Das werden wir gleich sehen, wenn das Pferdchen weg ist, ne? Ja, habe ich natürlich nicht gepackt. Wo kommt der? Nervio. Du mein Lieber, zeig mir, was du kannst. Gleich bin ich tot. Just saying. Oh, Blutungsschade ist am Start. Blutverlust. Ja. Ich muss jetzt fairerweise sagen, dass so ist jetzt nicht meine Waffenkombination. Aber das ist dann natürlich schon geil, ne? Wo kommt denn der Kollege her? Danke. Aber fairerweise muss ich jetzt sagen, ich habe gedacht, ich spiele offline. Also wo kommt der jetzt wieder her? Das verstehe ich teilweise halt nicht so gut in dem Spiel. Muss ich jetzt schon fairerweise sagen. So, was haben wir da? Trübflusshöhle. Es interessiert mich jetzt schon. Keine Spielersuche, Rufzeichen senden, deaktivieren, Offline-Spiel. Also verstehe ich jetzt wirklich nicht, wo der herkam. Nicht, dass ich mich jetzt über die Hilfe nicht freuen wird, aber ich verstehe es halt nicht, ne? Spring mal weg, du. Was ist das dann, du wieder eigentlich mit dem komisch gebimmelt, du? Gott schwer. Was du? Nichts. Wo kam der Dunst her? Höhlenmoos. Wahrscheinlich. Ist das dann die Vergiftung, denke ich, ja? Ah, du bist schon der Boss? Nee, du gingst du nicht noch weiter? Oder gibst du 2 Bosse, oder wie ist das? So zum Beispiel, ne?
Ist da noch eine Kiste? Gibst du? Pilz. Ja, gut. Unspektakulär gewesen, ne? Passen wir auf. Jetzt nehmen wir das in die Hand. Ne, stopp. Das aktivieren wir. So, dann nehmen wir das wieder beide und dann gehen wir da drin. Dann können wir direkt mehr Druschble. Wo ist er? Gar keiner. Da. Keiner daheim. Jetzt ist das noch relativ unspektakulär, muss ich sagen. Well. Thought you'd just help yourself to a man's personal belongings. You scheming little thief. Wer schwätzen du eigentlich? Gods demand repentance. Boy, all of it. Wait, please. Well, it was bound to happen sometime. So sie ist das Doppel-Uji-Katana gar nicht so schlecht, ne? Speerblut. Das ist natürlich jetzt nicht schlecht. Also, ich weiß jetzt nicht, ob der Speer was kann, aber plus Ziffer finde ich halt schon ganz gut. So. Theoretisch hätte man jetzt aber so eigentlich alles abgehandelt. Was ich da so gesehen habe. Nicht mehr höchstens noch mal so ein bisschen gucke. Wo vielleicht doch noch quasi weiße Flecke sind, ne? Da steht sagen, da sind wir eigentlich ziemlich überall durch. Auf der anderen Seite, das sieht auch noch so ein bisschen erhaben aus. Gibt's da eigentlich... Du gibst jetzt aber keine Möglichkeit, quasi zu denen Mager zu springen, die man schon gesetzt hat. Einfach damit man überhaupt wenigstens mal sieht, wo die sind. Ich weiß auch gar nicht, ob wir da hinten schon mal waren, ne? Oder hier. Mischt mir halt vielleicht schon auch noch gucken, ne? Also die Sache, ne? Steht da, mir gehen wir da rüber. Jetzt setzen wir einfach mal hier noch eine Marke hin, hier noch einen. Und hier noch einen. Dann gehen wir da an. Irgendeine von denen, da hatte ich irgendwie so aus Versehen mir denen zum Feind gemacht. Ich weiß aber, dass es irgendwie so eine Möglichkeit gab, quasi so um Vergebung zu bitten. Und die das dann auch so annehmen. Das Problem an der Geschichte ist aber so ein bisschen, da ich nicht mehr so genau weiß, wie das ging. Was, die war flott jetzt, ne? Ganz ehrlich, das mit den 2 Uji-Katanas ist schon geil. Die Zeppe ist schon gut drin. Aber so richtig warm wäre ich damit jetzt nicht, muss ich sagen.
Aber was ich festgestellt habe, warte mal, ich hole mir mal gerade meine Rune, dann können wir weitermachen. Das ist so einfacher, wie ich gedacht habe. Ich muss gar nicht abwechselnd links-rechts klicken, sondern ich muss einfach nur immer rechts drücken und dann macht er automatisch diese Schlagkombi. Das ist jetzt natürlich schon wieder interessanter, wenn man sich ein bisschen cleverer dran stellt. Was ich halt auch noch irgendwie hinkriege, wäre der Sprungangriff. Ja, ich sehe gerade nichts jetzt so. Warte mal, stopp mal. In der Zeit, wo du Dunst machst, kann ich mir Schlabbertränkchen zu mir nehmen. Irgendwie durch die fucking Feuersbrunststück kriege ich irgendwie doch gar keine Treffer an den Start. Gut, und nehmen wir jetzt noch mal das andere Schwert, die sind wenigstens aufgelevelt. Ich meine, wahrscheinlich kennt man auch so Ushigadana aufleveln. Zauberstäbchen. War, glaube ich, bei der Unne, ne? Hier, Speer plus 7, 160. Ist natürlich auch nicht so schlecht. Ah, hier sind sie mal Zauberstäbchen. Wahrscheinlich wäre es halt wirklich besser und geiler, wenn wir den Zauberstab da hätten, ne? Den müssten wir mal ein bisschen aufleveln. Stellt sich natürlich die Frage, haben wir da genug, um den aufzuleveln? Und wenn wir das machen, tun wir damit irgendwas anderes quasi uns kaputt machen. Also kaputt machen in dem Sinn, dass wir dann irgendwelche Dinger ausgebe, von denen wir nicht so viel haben, die man für was anderes vielleicht besser gebrauchen könnte. Aber wenn der auf Feuer steht, dann kriegt er jetzt einfach mal Flammenbrunst. War das schon einfacher, das muss ich schon sagen, ne? Das ist schon einfacher. Für die Hinne war jetzt leider der Kollege, den ich mir zum Feind gemacht hat. Wobei ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher war, ob das jetzt wirklich der war. Oder ob der jetzt noch einer war von vor dem. Oh shit, das war der, ja. Dumm. Wahrscheinlich müssen wir... Nee, das ist die falsche Richtung. Sorry. Was ist denn du eigentlich, was du so Klimme tut? Nix. Na, dann gehen wir schnell weg, du. So, jetzt müssen wir ja mal gucken. Jetzt kann ich die Karte wieder nicht aufmachen, ne? Jetzt mischt man eigentlich nur links irgendwo hoch. Genau, aber da ist doch gar nichts zum Hoch. Ich kann du nur über die Brick drüber. Und das ist hier eigentlich die falsche Richtung. Vielleicht können wir du irgendwie...
Oder es geht irgendwie quasi Stockwerk unten drunter durch so Tunnel oder irgendwie sowas. So, ne? Weil eigentlich, wie ich mir in die Richtung kenne. Müssen wir doch vielleicht irgendwie ein Stockwerk tiefer. Jo, stopp. Die Frage ist, kommen wir da irgendwo runter ohne Probleme? Okay, also das geht schon immer. Jetzt noch mal. Jetzt müssen wir hier nochmal gucken. Ne, du gehst nicht drin. Also grundsätzlich, wenn wir noch so ein bisschen in die Richtung und dann müsste es recht irgendwo eigentlich drin gehen, ne? Jetzt sind wir eigentlich schon wieder zu weit. Ach, das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Ich bin hier auf der Suche nach einem, oder ich versuche ein Mysterium zu lösen. Das ist jetzt schon wieder der Freche, dass er mir da auf dem Land Nogelhof kommt. Normal machen die das hier nicht. So. Schlabberdrängsche. Jetzt holen wir nochmal die Karte raus. Genau, eigentlich mischte ich jetzt in die Richtung. Beide. Ah, da geht's nirgends durch, ne? Da muss Rick. Das wäre jetzt genau da. Ah, da ist der Durchgang. Gut, ich meine, das ist hier so Höhleteil, ne? Wenn du wahrscheinlich quasi so offen auf dem Höhle-Ding drauf bist, dann wird es wahrscheinlich gehen. Aber keine Ahnung, wie ich schon ankomme. Ne, wenn ich jetzt ganz da oben drauf wäre. Wir beamen uns vielleicht mal dorthin und gucken mal, ob man dort irgendwo die Klippe hochhupsen kann. Ach Gott, du kannst mich gar nicht mehr dran erinnern. Wo ist denn das? Was steht du? Hab ich sowas? Was ist das, du? Halt. Hm. Hm.
Also entweder habe ich noch nicht das Richtige oder das funktioniert so nicht. Ja, wer ist es halt nicht so genau, ne? Andererseits wird es auch nicht für nichts das Sinn. Genau, das mischt man halt hoch, ne? Problem an der Geschichte. Da oben waren wir schon mal, ne? Da haben wir schon mal jemanden verdruschelt, oder? Stimmt. Ja, wenn ich zuschlage, das tut schon mehr weh. Ganz klar. Aber jo, was weiß ich, an die Heinz, kann ich mich irgendwie noch dran erinnern. Da waren wir schon im und da haben wir ja irgendeine kaputt geschlagen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer das war, aber das haben wir schon irgendwie gemacht. So, aber da hoch kommen wir jetzt halt so nicht, ne? Das oben wäre halt noch eine Kirche und so, ne? Da kommt man bestimmt irgendwie hoch. Wahrscheinlich gibt es dort irgend so eine Art Beam-Teil, das dich da hochbringt dann. Also weiß ich jetzt natürlich absolut nicht, wo das Ding ist, ne? Kann man vielleicht hier so rum? Wenn ich jetzt noch mal hier hingehe. Ach, das war wieder das dumme Dorf, da, ne? Jo, mit dem eine Geist und dem. Ja, na, ja, ich weiß. Muss ich mal gucken, wie ich mir das so vorgestellt habe. Ich muss jetzt hier irgendwie runter wahrscheinlich. Trotzdem. Ja, spalt uff. Ja, es geht los. So, also wasch. Ah, kann ich jetzt wieder meine Karte aufmachen, das gibt's doch nicht. Ist da jetzt niemand? Danke. Jetzt bin ich Stadt. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Verstehe ich wirklich nicht. Also wir müssen nur Mutter her. Ich raff das jetzt nicht. Ja gut, es kann natürlich schon Sinn, ne? Ist hier, wir sind hier quasi Ebene tiefer. Das heißt, dass genau du über der Brick quasi eigentlich statt so Weg lang geht. Ich kann halt nicht so richtig glauben, dass man irgendwie das nicht ankomme. Oder noch nicht hinkomme. Machen wir das nicht so. Passen. So.
Ja, das sind genau wieder so die Geschichte, die mir auf den Keks gehe. Warum muss das jetzt so dumme Hupspassage sind mit einem Pferd, das so gut hört wie, also quasi gar nicht. Ja, das eine reicht nicht und wenn du zwei machst, ist es halt zu weit. Das geht mir jetzt halt schon wieder, es geht mir jetzt quasi schon wieder auf den Sack, obwohl ich es erst 3-mal probiert habe. Aber ich glaube, so kann man nur wirklich auf die obere Ebene kommen und so kann man dann wahrscheinlich von hinten an die ganze Shit dran. So, schubst mir einfach dort dran. Dann tun wir erst absteigen. Dann holen wir uns das. Opferzweig, das ist natürlich nicht schlecht. Da haben wir nämlich die letzte haben wir geopfert. Für höheres Ziel quasi. Problem ist jetzt natürlich, mir komme hier jetzt so direkt nicht hoch, ne? Mir wartet aber auf jeden Fall schon im Mo. Die Frage ist, wie sind wir da das erste Mal hochkommen, ne? Stand jetzt, ist es so jetzt hier nicht unbedingt so, als wäre du so übermäßig erwischt da hoch. So, wenn wir jetzt hier... Ach komm, jetzt bleib doch mal Fatto. Ich muss mich jetzt hier gerade ein bisschen konzentrieren. Wenn jetzt da drüber vielleicht auf den Stendo käme, aber das kann ich vergessen. Das treffe ich schon 1000 Jahre nicht. Aber irgendwie muss ich da hier schon mal hochkommen sind. Kann natürlich Sinn, dass du irgendwo so Strudel ist, der dich hochkatapultiert. Wahrscheinlich ist es so. Sieh nicht die irgendwie auf der Karte. Mich mal die wissen, wo noch so einer ist, dass man mal sieht, wie das halt aussieht, ne? Hier war irgendwo so Strudelmo. Hier außenrum, da geht's eher nicht hoch, würde ich sagen. Also das ist jetzt kein Thema, ne? Da kommen wir schon an. Da kommen wir auch drauf, wenn wir wollen. Das ist aber jetzt noch nicht so die Lösung, die mir suche. Ich würde sagen, wir reiten einfach dumm so ein bisschen am Rand entlang. Ah, ne? Da ist nämlich so Strudel. Und den habe ich nämlich gesucht. Und dann kommen wir auch da hoch. Und das Teil haben wir nämlich schon mal geklärt. Und jetzt reiten wir mal in die Richtung und gucken mal, ob wir da irgendwo lang kommen. Wo wir eben an wollten. Aber das sind halt so Geschichten, das kann ich mir halt fast nicht vorstellen, dass ich da beim ersten Monat auch schon quasi durch bin. Was ist denn da für ein Krach? Der Drecksviecher da. Was ist denn da für ein Dunst in Luft? Jo, das kann ich ja. Muss ich da tatsächlich so Schlabbertrinkchen nehmen? Naja, gut. Das sind aber Haufen von denen Viecher, aber das ist ja wirklich viel von denen. Und das müssten wir hoch.
müssen wir uns bestimmt irgendwie anbeamen, weil ich sehe jetzt nicht, wie du das sonst hochkommen willst. Komm, spring mal ab. So. Nur, dass wir mal drüber gesprochen. Nur, dass wir mal drüber gesprochen. Wir tun noch mal so Schlabberdränkchen. Wo sind wir dann jetzt eigentlich? Weil ich steht sahen wahrscheinlich in dem ganzen Sedo. Wüsste ich jetzt nicht, dass ich dort mal gewesen bin. Aber ist das da unten der? Aber so weit ist der nicht weg. Und dann wäre ich doch von unten dort hochkommen. Das fand ich irgendwie nicht angekriegt eben. Das ist gerade alles sehr komisch. Hier, der See hier. Ja gut, und müsste ich eigentlich schon mal gewesen, ne? Auf der anderen Seite habe ich das schon öfters gesagt und ich weiß nicht, ne? Ja, jetzt stopp mal. Stopp mal. Schlabbertränkchen. Hörst du bald auf. So holst der direkt dein Schlee ab, wenn du so Scheiß machst. Würde mich mal interessieren, ob es irgendwann auch mal Gebiete gibt, wo es aus den Todesschädel dann, keine Ahnung, Rune der Stufe 3 oder so gibt. Oder 4 oder 5. Ne, wenn man so ein bisschen weiter fortgeschritten ist. Gebietstechnisch. So. Die Frage wäre jetzt, kann man du irgendwie die Klippe hochspringen oder so, ne? Also man kann hier offensichtlich schon relativ hoch reiten. Aber nichtsdestotrotz fehlte noch immer relativ viel, bis man dann wirklich mal oben ist. Und das sieht jetzt nicht so aus, als kennt man du irgendwie... Wo ist denn das nächste Leuchtfeuer? So sieht das aber eigentlich auch so aus, als kennt man da hoch, ne? Wenn nicht, tun wir halt hier mit unserem Pferdchen, wo du entlang reite, bis wir an den Strand komme. Ich nenne das jetzt einfach mal Strand. Jo, es ist in Ordnung. Und dann gucken wir, ob wir, wenn wir weiterlaufen, ob wir dann dort links vielleicht noch auch noch hochkommen. Ist das du dann jetzt eigentlich schon wieder vergebimmelt? Und du mischt man aber eigentlich überall schon immer gewesen sind, finde ich. Also ich bin nicht so hundertprozentig sicher, aber schon relativ. Was ein bisschen dumm ist, dass die uns jetzt für die alle gar nur gehupst kommen und mir jetzt nicht zwischendurch mal einen Ruf die Karte gucken können. Ne, so müsste jetzt eigentlich alles abreide. Und nicht nur abreide, sondern eigentlich müsste zwischendurch auch noch jede Wand kloppen. Nur um auf Nummer sicher zu gehen quasi. Ja. Wann können wir dann nur die Karte aufrufen? Ah, danke. Gut, jetzt müssten wir eigentlich gleich da vorne sind, wo man an wollte. Ah, fuck.
ist nein. Aber zuerst, bevor wir da drin gehen, tun wir da vorne. Gucke, dass wir an unser Ranger drankommen. Nee, da vorne geht's dann aber auch nicht drin. Ne? Höchstens du ganz hinten am Ende, dass man so hup, 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 so hoch muss. Du kennt man wohl noch gucken. Also erst gehen wir dumm in die Höhle rein. Aber der gehen wir zuerst da vorne gucken. Weiß nicht. Ach. Fritz hier. Du die Scheit wieder dran stelle. Jo. Es wird alles dümmer, ey. Jetzt musst du wieder 30.000 Jahre rennen, bis du dort bist. Wir machen das jetzt anders. Wir machen jetzt das gleiche Normo, dann gehen wir aber zwischendurch in die Höhle. Und du das gibt's normal in den Höhlen hier immer so Ort der Gnade, du den Ort der Gnade anschalte. Dass wir dort wieder hinkomme, oder hin können. Und dann haben wir es nachher, wenn wir da wieder so dumme runterfallen, haben wir es schneller, um wieder dort zu sein. Ja, aber das ist genau das, was ich gemeint habe. Du mischst du quasi alles abhupse und mache, um den Shit zu finden. Muss ich nur noch mal finden, wo das war. Aber das ist jo eigentlich nicht so über sie gewesen. Ja, hier, genau. Und das mischt normal irgendwo so. Den habe ich gemeint. Den machen wir jetzt erstmal an. So, und jetzt geht's wieder zurück. Und dann gucken wir einfach mal, ob wir hier unsere Rune doch noch mal an den Start kriegen. Wenn so sind halt jetzt nicht genug per Level, aber es sind halt dann doch so viel, dass ich jetzt nicht sagen, die los mehr. Die Leihe jetzt aber natürlich an so einer geiler Stelle, an die ich jetzt so direkt gar nicht so gut drankomme. So, zurück zu der Höhle. Ja, gucken wir mal, da machen wir die auf jeden Fall auch noch. Adernblatt, das scheint man zu gebrauchen können in der Höhle. Ich weiß jetzt natürlich nicht, für was gut ist. Oh fuck, da geht's so auf tiefe runter. Shit. Das ist halt ein Unterschied, ne? Bei dem einen reicht einer, bei dem anderen braucht man halt 2 oder 3. Ja, das ist wohl der richtige Weg. Ah ja. Das ist nur einer. Sehr gut. Einwandfrei. Schwere Bake ja, das. So kann ich ein Lied davon singen. Stopp. Faden. Ja gut. Hey, ich hasse das, wenn es so duscht, der ist überall.
Alter. Kommen sie auch wieder aus alle Löcher raus, du. Gut, da ist aber auf jeden Fall nur noch so Truhe. Aber das wird ja genauso was ich meine. Weißt du, kannst in der A-Seite kannst du runterhupsen. Du kannst in 30.000 Tunnel rum. Ist die Frage, vorhin war ich da hochgegangen, ne? Aber wie war denn das? War ich dann doch da runter? Oder ist das jetzt ein anderes Eck? Gut. Du blickst jetzt nicht so schlapp, du warst da runtergekommen. Genau. Ja, genau. Und dann geht's hier runter. Ja. So, stepp. So, da war da noch viel mehr von den Viecher. So oben. Gib mir, gib mir, gib mir. Jawohl. Hier aufgestellt, ne? Der mir einer, ich dem einer. Ja, jetzt halt erst wieder so Geschichte hinterm Tunnel, ne? Also hinterm Tunnel, hinterm Wasserfalle, Tunnel, so habe ich das genannt. Speer-Talisman. Talismänner gibt's du jetzt aber, haben wir doch halt schon einige gesammelt, ne? Also wirklich einige. Warum der das musst du jetzt nämlich sammeln? Ja gut, da schon ist das schon gesammelt. Wo kommt dann der jetzt her? Guckt du im Dunkeln rum und sagt nichts. So, jetzt müssen wir aber wahrscheinlich so weiter in die Tiefe, ne? Oder wie ist das? Stell ich nur die Frage, wie, ohne dabei drauf zu gehen. Das war schon immer, da habe ich nicht hundertprozentig so, wie es gedacht war. Eigentlich müsste du jetzt halt wieder überall gegen die Wind schlagen, ne? Und schon aber halt meistens auch keine Lust drauf. Gut, ich gehe mal davon aus, wenn wir jetzt da runterlaufen und dann kommen wir automatisch statt ohne an, ne? Schneckevieh. Stark. Alter, seit wann kennen Schnecke sowas? Alter, kannst du nicht immer das dumme Schild da weglegen? Danke. So. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Wurfdolch, naja gut, alle hopp. Gehst du jetzt irgendwie weiter runter oder du dann irgendwie dann gleich nochmal Sackgasse oder wie ist das? Oh, Goldene Rune 5, ist nicht schlecht. Ach, das sind alles so Schneckeviecher. Was das? Das habe ich jetzt eben nicht so wahrgenommen, muss ich jetzt fairerweise sagen. Ich würde jetzt aber doch nochmal irgendwie zurückgehen. Weil ich habe irgendwie gedacht, da wäre auch noch eine andere Abzweigung gewesen. Hier, ne? Ah ne, du musst mehr herkommen. Und du musst mehr herkommen. Aber, ne, hier ist auch nichts. Ich glaube, da war Schneck drin. Du ist auch nichts, ne? Gut, dann scheint es weg, so lang zu gehen. Ist nix.
So war mir. So ist nicht. Alter, wo ging es denn jetzt weiter? Ah. Ja. So. Stehen wir natürlich schon da. Wahrscheinlich dorthin. Wenn wir da unten sind, dann kommt der Endgegner, oder wie ist das? Schmiedestein. Schmiedstein, okay. Da kommt jetzt bestimmt gleich irgendwie Spinne oder was von der Deckfall. Oh, macht schon mal locker, ey. War's das? Scheinbar. Ah ja. Was ist los? Turtleman. Ach, das ist schon der Bossgegner, oder wie ist das? Der hat aber... der kann schon beamen, oder wie ist das so, hä? Tatsächlich. Oh, komm schon mal du jetzt nur gelaufen, oder bist du zu blöd vor? Ich glaube, ich bin nur gar nicht so schlecht mit meinem Stommo. Mit meinem Schild dran bei dem. Das war bei dem seinem Bruder schon mit dem Schild. Irgendwie gar nicht so verkehrt. Wow. War er aber jetzt. Challenge accepted, my boob. Pass auf. Jetzt hole ich mir nämlich mein Schild. Muss ich jetzt allen Ernstes wieder die ganze Weg da runter machen. Das sind so die Geschichten in dem Spiel, wo ich sagen... Welche? Muss das denn? War das hier? Irgendwo? Ja, hier. Dann hier runter. Dann hier. Ich will gar nicht wissen, wie Lars stimmt gleich wieder in irgendeine dumme Sackgasse. Amo. Zwemo, warum zieht das jetzt nichts vom grünen Balken ab, das andere aber schon, das verstehe ich auch nicht so genau. Eigentlich wäre das so der richtige Gegner, um nochmal so das Parryen zu testen und üben. Oh. Auf anderer Seite, das ist mir jetzt insofern ein bisschen zu blöd. Insofern ist mir das jetzt ein bisschen zu blöd, weil mir der Weg zu lang da runter ist. Blutverlust. Glaub's Hack. Spring mal weg, du. Ach, wieder genau im falschen Moment genommen. Und erst gesehen, hä?
So, jetzt aber. Noch ein Schlag, komm. Ich hätte das jetzt gerne noch mal ein bisschen bei dem ausprobiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber mir war das jetzt echt zu blöd, in eine ganze Weg nochmal gehen zu müssen. Gucken wir uns auch mal das Talisman jetzt hier an. Attribute und erlittenen Schaden. Erhöht Attribute und erlittenen Schaden. Deutlich. Okay, hier. Erhöht maximale FP. Okay. Naja, gut. Jetzt nichts so. Das Brüllen habe ich noch nie gemacht. Da folgenden Angriffe. Was ist das? Okay. Ja, naja, gut. Hier gehen wir weiter. Da hinten ist jetzt so ein Ding-Aufgang, ne? Vielleicht war das jetzt auch eher so der Vorboss und jetzt kommt der richtige Boss. Dann hätte ich aber gerne nochmal so Margaritas Pfahl oder wie das Ding heißt. Ach, jetzt kommen wir da aus der Höhle raus. Ah, aber wir haben auf jeden Fall hier so Shit. Genau. Jetzt entzünden wir auf jeden Fall schon einmal. Das können wir nämlich brauchen und dann schwätzen wir mit der gut war. Was? Widerlich. Gar nichts gemacht. Ja. Do you speak true? So old Albus entrusted his medallion to you. Then I've no choice but to trust that this was his dying will. Let's try again. I'm Latenna, an Albinoric, the same as old. My apologies for my coarse words earlier. I presume the worst. Seeing that you're another time, I hope that you will forgive me. Immer. Und jetzt? The medallion's better off in your hands anyway. Would you consider doing me a great service? Immer. I must go back. Okay. There is something I must do, even if I must say farewell to my wolf Lobo. Will you show me the way? To the land of Mikkela's Halig tree. Keine Ahnung, wo das If ist. you accept, I would gladly approve of the whereabouts of the medallion's other half. Immer doch. Thank you kindly. They say the other half of the medallion is beyond the Forbidden Lands, north of the Erdtree, in Castle Sol, on the mountaintops of the Giants, accessible by the Grand Lift of Rold. Then I suppose it's farewell, Lobo. I will go with the Tarnished. Forgive me, Lobo. Und jetzt? Schwert der Reise rum oder wie ist das, hä? Ach, guck mal, was ist da oben? Call upon me when needed, and I will fight at your side. Holen wir uns das Ding, du. Was ist das? Ah, Runebogen. Ist natürlich auch nicht schlecht. Wo sind wir dann jetzt? Okay, aber naja, gut. Richtig geil ist das jetzt aber noch nicht hier. Also wir holen die Fradogriden alles, ne? Das ist schon gut. Aber ansonsten ist es hier schon auch so ein bisschen trostlos, oder nicht? Also ich meine, so an der Gnade hätte man doch jetzt vielleicht nicht nur so eine Knalle. Seiten natürlich, da wäre noch irgendwo so geheim dir oder so, ne? Aber das scheint jetzt eher nicht der Fall zu sein. Ja. Dann war es das jetzt hier an der Stelle wohl eher.
Was hat sie gesagt? Schloss Sol und dann irgendwie Hügel der Riesen oder so ähnlich. Ah, dieser Hügel der Riesen, der war doch hier irgendwie relativ weit am Anfang, hier irgendwo. Ah, da war ja jetzt kein Schloss Sol oder irgendwas in der Art. Hm. Schwierig, ne? Da mischen wir aber noch an. Das ist halt schwierig, ne? Weil ich war halt schon überall nur so ein bisschen, aber nirgends quasi so richtig. 5 war es. 5 wäre in der Richtung. Na gut, dann gucken wir mal. Müssen wir jetzt da runter? Oder eher da hoch? Guck mal, du waren wir scheinbar auch noch nicht. Ach. Hier ist noch so ein Ding. Bayer. Bayer. Haben wir da noch irgendwo? Oder haben wir sie jetzt alle? Jo, mir scheint es jetzt vorher schon mal alle zu honnen. Ah, in der Richtung war es. Da geht's natürlich tief runter. Das heißt, wir hupsen mal um die Ecke. Stopp. Wärst du fast runtergehupst? Ja, das habe ich mir schon gerade gedacht. Also das sieht man dann schon so, manche Sachen sieht man dann schon so ein bisschen auf der Karte, ne? Aber jo, das kann ich ja. So, die Frage ist jetzt, wie geht's denn hier weiter? Jetzt dort drauf hupse. Na, das hat schon funktioniert. Jetzt hier hin. Okay, dann gibt's hier was. Der Dunkelschmiedestein, der Stufe 2, das ist schon mal nicht schlecht. Ich hätte aber gerne, glaube ich, das 6er was. So, dann springen wir hier hin. Sehr gut. Hier hin. Okay, nix. Nicht. Was kriegen wir hier? Schmiedestein 2, okay. Und es Leuchtfeuer, das ist doch schon mal gut. Wenn wir das nämlich schon mal angemacht. Machen wir das Ding nur noch an. Und dann gucken wir mal. Sehr gut. 831, schade. So gefällt mir das. Ach, das gefällt mir wieder nicht, dass du. Das heißt nämlich, das sind jetzt wieder so Typen. Das Ähnlichste, was man jetzt mal ausprobieren könnte, ist, wenn man das in 2 Händen nehmen, ob das dann besser funktioniert. Gibt es jetzt aber natürlich auch wieder viele Wege, die man Lava kennt, ne?
Bist du bestimmt da irgendwo die Mama unterwegs, oder? Jo, schon ist doch da hinten schon gesehen. Samo, geht's dir zu gut? So, das. Oh, hat die sich wieder geheilt? Wie hat's denn das gemacht? Das ist hier mal interessant, die Geschichte gewesen. Hat er jetzt nicht so viel gebrungen, aber. Was geht denn ab, ey? So. Bist du jetzt bald mal Ruhe? Herrgott, du nicht wieder noch. Ach, schade. Der Sekunde habe ich gedacht, das wäre, ne? Aber war es nicht. Oh, stopp, was war das? Kreuz Naginata. Dunkelschmiedestein der Stufe 4. Na, okay. Gut, gehen wir nochmal zurück. Und da sind wir gekommen. Wir hatten durch allweil gefasst. Ja, muss man sagen, mit 2 Händen geht's besser. Oh, 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 oh. Was ist denn das? Reicht aber auch noch rum, ne? Ja, Ladehemmung. Scheiße war's, ne? Gut. Nimm doch einfach sein Capture hin mit. Gut, einwandfrei. Was gibt's du? Gesprungener Kristall. Da weiß ich jetzt auch noch nicht wirklich, für was ich den gebrauchen kann. Aber wir nehmen alles mit, was nicht nagelfest ist. Wir können aber Gift draufnehmen. So, als erstes werde ich jetzt dem ein paar geben. Dann kriegt der da. Jo, Alter, wenn ich das früher gewusst hätte. Dann hätte ich es gar nicht erst so weit kommen gelassen. Dass der an jeder Scheißeck hängen bleiben muss, das ist, ich verstehe das einfach nicht. Kind ich eh nicht so viel kriege, ey. Wie kommt man jetzt wieder an den ganzen Shit dran, ey? Wie gibst du, wenn ich dir einen gebe? Ja, 230 alle hopp, das ist wenigstens nicht ganz schlecht. So. Ah, da hinten. Da hinten haben wir es doch schon. Geh mal weg, du. Hopp. Aus dem Weg. Nimm sie, nimm sie. Das funktioniert noch nicht so, wie ich mir das vorstelle, wenn ich ganz ehrlich bin. Gut, den haben wir ja schnell am Start, ne? Am Schlüssel. Kommt der andere hochgelaufen oder wartet der da unten? Ich hätte nämlich auch dann noch mal die Möglichkeit zu sagen, wir probieren hier unser Streithammer aus. Sind 3 Schläge, ist natürlich schon ein bisschen besser. Aber bin ich auch so relativ unbeweglich. Das passt mir jetzt nicht so.
So, jetzt kriegt erst der sein Schlee, dann haben wir schon mal die Trompete-Meister weg. Stommo. So, jetzt kennt man Domo, so passen wir auf, so in der Richtung. Gut, einwandfrei. Dann sind die schon mal erledigt. Sprung der Kristall gibt's doch aber ohne NA. Was sind das für Helden? Ah, ne. Schade, schon irgendwie gedacht, ich krieg Rüstung von denen. Ich glaube, der goldene Fuß, der tut, glaube ich, irgendwie dafür Sorge, dass ich mehr Rune krieg, ne? Oder so ähnlich. Gut. Wir müsste uns eigentlich auch langsam wieder der Grenze nähere, die dafür sorgt, dass ich kommst du durch Ringelluft? Nee. Oh, da muss ich halt so der Schläge kriegen. Dass wir uns langsam der Grenze nähere, mit der wir uns aufleveln können. Du gibst wie viel? 51? Na, das ist jetzt nicht die Welt. Wenn deine Mama aber durch, vielleicht gibt die ein bisschen mehr. Wow, die schon die ganze Versite umdunkele. So, kommt jetzt die Mutter angeflutscht? Ja. Doch nicht. Ja, braucht ein bisschen länger. Ist schon ein bisschen älter, ein bisschen gräser, ne? Komm, pass auf. Nur für der muss so kleine Anreize geben. Die mag ich nicht kommen. Kommt die jetzt mal? Eierstock des Landoktopus. Gibt der aber wieder Gas da hin, ne? Ach shit, das soll ich nicht Comics hier alle bei. So, jetzt kriegt er das erste Mal Brandschade. Dann krieg ich gleich noch einer her. Nur damit es sich auch lohnt. So, reicht das? Ja, es wird eng, ne? Ja, es ist schon eng gewesen. Habe ich nicht aufgepasst, wie viel das gibt. Die werden ja nicht mehr mit. Ist alles noch einer. Ist du dir jetzt wieder rausgefallen, hä? Du hast dich gerade ausgebrütet. So. Wo kommt denn der hier? Jetzt mal ohne Scheiße, ich bin doch da eben schon mal durchgegangen. Gut, was ist das? Sprengstein. Jetzt schon mal interessant aus. Die Frage ist, will ich jetzt wirklich quasi den Endboss von dem Dungeon kennenlernen? Ich hatte irgendwie immer so die Hoffnung, dass die mir so ein bisschen von ihrer Rüstung gäbe. Aber gibt's nicht, ne? Was war das eben? Geldinator oder so ähnlich? Nicht schade, ne? Ah, schade. Stopp. Warte.
nehmen wir noch mit. Schmiedestein der Stufe 4. Schmiedesteine können wir nie genug haben, weil wir müssen irgendwann ja noch eine Waffe aufleveln, ne? So, da wird es wohl zum Bossgegner gehen. Und was gibt's hier? Der Ort der Gnade, Abkürzung. Zum Ort der Gnade. Das ist jetzt halt die Frage, ne? Keine Ahnung, was das für ein College ist. Müssen wir da draufschlagen oder nicht? Wo geht's da hin lang? Fragen über Fragen. Sollen wir das erst mal gucken gehen? Geht's raus? Ja. Ach, gucken wir einer an. Wo sind wir? Okay. Ja, da müssen wir dann gleich auch noch gucken gehen. Da ist auch so Ding zum Hochblutsterre. Gut, du wirst dann da oben auf die Ebene gehen. Da müssen wir jetzt zuerst mal durch den Bossgegner machen. Aber was mit dem ist, kennen wir mit dem Schwätzer. Ja. The esteemed warrior. Where did you spring from? Ja. This was supposed to be a dead end, I'm sure of it. Nee. What's going on here? A door from thin air. Well, Tja. stranger things happen at sea, or so I'm told. But onward to the Kaled Wilds. Gosh, that dead end had me rather stumped. Aber jetzt wäre natürlich so die Frage. Jetzt wäre natürlich schon so die Frage. Ist das so jetzt quasi der offizielle Weg noch Kaled? Doesn't the thought just set your heart aflutter? It's time I set off to the festival. Doesn't the Gut, hat sich ausgeschwätzt. So, dann müssen wir jetzt da auch noch gucken, ne? Das ist Drache. Das ist aber ungünstig. Nee, Drache ist es nicht. Es scheint eher so eine Art Ex zu sein, ne? Aber Feuerspeie, das kann sie. Wow. Stopp mal, ich sehe nix. Das war ungünstig. Sollten wir vielleicht... da kommen wir jetzt nämlich dran an unsere Seele, ne? Oder Rune. Hätte mir die gerade so... Stopp, warte mal. Ich hätte die gerade, würde ich die gerne so ein bisschen mitnehmen, du an den Ingang. Stopp. Alter, das ist schon heftig, du, ne? Die Frage ist... vielleicht ein anderes Medaillon uns nehmen können, das vielleicht so ein bisschen gegen Feuer hilft. Ich hätte natürlich auch gern mehr Rune, so ist nicht, ne? Wir brauchen einfach irgendwie nochmal so dabischer Beutel, um noch Runen mehr nehmen zu können.
Nimm mich doch jetzt mal... Alter, was eine Flamme brunst, ey, das ist nicht normal. Best wäre es, wenn ich jetzt die Rune von der Seite nicht mehr kennt. Ja, den Glitch haben sie aber korrigiert scheinbar. Jawohl, alles drauf. Oh fuck. Shit. Shit. Schon das gar nicht gesehen, dass ich jetzt so viel abgezuckert habe. Und durch was? Durch die Flamme, du? Also die Lava. Ich denke, es ist eher Lava. Hm. Müssen wir allweil aber wieder schnell gucken, dass wir unser Rühnger irgendwo herkriegen. Jetzt, ach, muss der jetzt in dem Shit noch rumlaufen? Wie hat er denn das jetzt gemacht? Der bewegt sich und dann bin ich tot, oder wie ist das? Magma-Lindwurm. Wenigstens habe ich den Ort der Gnade und es ist kürzer Weg. Aber ich sehe es komme, dass meine schöne Rune nicht mehr lang mir sind. Jetzt laufen wir einfach nur noch weiter. Wenn ich wieder hier an den Ingang komme. Ja. Spring weg, spring weg. Egal wohin, aber spring weg. Springe und wegspringe. Direkt wegspringe. Hopp, weg, 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 weg. Ah, das war die falsche Richtung. Und Schlabbertränkchen, komm, auf geht's. Ach. Normo Schlabbertränkchen. Weg, weg, weg. Ah, na, falsche Richtung, shit. Schlabbertränkchen, komm. Jetzt rennst du um rund. Dann hupfst du. Dann hupfst du noch alles weiter. Springe, 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 springe. Ja, weil ich kein Schlabbertränkchen mehr gehabt habe. Aber der ist eigentlich schon fast tot. Also viel Klick müssen wir jetzt halt noch machen, ne? Flasche. So. Da haben wir, glaube ich, nichts. Da haben wir jetzt auch nichts gefunden oder so. Kriegsasche. Da haben wir auch nichts.
Gut. Kennen wir da eigentlich unser Glocke-Dings bimmele? Warte mal. Probieren wir gleich mal aus. Erst müssen wir aber jetzt gucken, dass wir unsere Rune wieder kriegen. Das ist am allerwichtigsten. Schlabberdrängsche. Direkt das nächste. Und wegspringe, 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 weg. Ne, ich sehe nichts mehr, ich sehe nichts mehr. Hallo, wo bin ich? Wo bin ich? Stopp, stopp, stopp. Komm mal, hat dir schon wieder keine Zeit, bis der das Fleckchen gebümmelt hat. Kannst du nicht vielleicht noch zum Ingang rennen? Das ist die Frage, wie die 10-Sekunden-Regel war. Ich habe einfach zu wenig Zeit. Man mischt die Geister halt schon rufen können, bevor man reingeht. Aus dem einfachen Grund, weil das dauert 30.000 Jahre, bis der sein scheiß Fleckchen gebimmelt hat. Ja, wo sind sie, meine Rune? Leim wieder genau unter dem Arsch. Ah, shit. Ja, geh ich ruhig in meine Flamme rein, ey. Ja, geh schön in meine Flamme rein. Nochmal wegspringen, du, wegspringen, wegspringen. Bitte, nochmal wegspringen, nochmal wegspringen. Alter, rutscht der ist jetzt nur langsam hinter der, du. Krieg ich jetzt langsam nochmal in. Warum kann ich denn hier jetzt nicht weiter? Shit, ey. Ah, richtig gar nichts mehr, ey. Trinke, 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 schneller, schneller. Jawohl. Mondschleier. Geil. Jetzt können wir auf jeden Fall aufleveln, meines Wissens. Stopp. Nehmen wir mit. Warte mal. Schwätzt jetzt was anderes? Nee. Jetzt gucken wir uns so hin und leveln auf. Stufenaufstieg. Und zwar... Ach, es reicht nicht. Na gut. Da haben wir bestimmt genug Rune, um da noch 3000 irgendwie dazu zu kriegen. Ja. Was mich jetzt nochmal reiche. So. Man kennt natürlich auch hier Geschicklichkeit oder so, ne? Immer so schwierige Entscheidungen, finde ich. So, und jetzt gucken wir uns mal an. Und zwar Inventar.
Sturmschleier. Ne, Mondschleier war es. Weisheit 23. Wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich vielleicht Weisheit gemacht. Wo siehst du denn das jetzt? Ah, ich 18, da fehlen noch 5 Level. Das ist dir heftig. Gut, jetzt gehen wir Dummo aus der Höhle raus. Und dann gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwie... Ja, es ist in Ordnung. Ob wir jetzt hier noch irgendwie auf Anhieb was finden, was wir brauchen, ne? So, ohne... So scheine ich aber jetzt auch noch nicht gewesen zu sein, ne? Wow. Alter Schwede, ey. Der hat aber auch, der versteht aber auch keinen Spaß, du. Wow, fuck. Nomo, komm. War aber knapp jetzt. Alter Schwede. Und ich wieder nicht, wie viel der Gap hat. Ja gut. Obwohl. Warst du schon mal? Sieht eigentlich nicht so aus, als wärst du schon mal gewesen, oder? Gut, höhletechnisch scheint jetzt so nichts am Start zu sein. Aber an das Kirschchen da drüben kann ich mich jetzt wirklich nicht erinnern. Godfrey am Ende seiner Kampagne, seinen goldenen Armeen unbesiegt und stolz, findest du jedoch nicht Gnorden. Ja, super. Alles klar, alles hopp. Alles hopp, was ist denn das überhaupt? Hopp, alles klar, dann wehe mir. Schwelende Kirche. Du warst auch noch nicht. Das ist jo schlimm. Da ist überall noch nirgends war und alles. Dass ich das quasi alles über sie habt, so, ne? Ah, da hinten, dort war ich aber quasi schon immer. Was jetzt halt, finde ich, wieder so ein bisschen enttäuschend war, ist, dass es in der Kirche sonst nichts anderes gibt hat. Aber ich muss doch schon mal vorbeigehupst sein, weil, also, so war ja an der Säule bestimmt irgendwie eine Karte. Hätte ich gesagt. Gut, was ist er? Und ich schwöre nicht gesehen, aber es können nicht viel mehr wie 1000 gewesen sein.
Weil ich halt eben so 4 Silber und jetzt habe ich ungefähr 5 Silber. Jetzt tun wir da noch immer so ein bisschen rundlaufen, dass man muss sehen, ob da noch irgendwas am Start ist. So, stopp. Also hier jetzt nur der erste Blick nett. Du mal besser von unten dran gehe. Von der Oven sind wir ja, glaube ich, runtergekommen. Da musst du andere Höhle. Oder siehst du das jetzt gerade falsch? So in der Ecke. Ach, geht mir doch jetzt nicht auf den Keks, ey. Wollen wir jetzt zu mir gehupst? Noch nicht. Wow, 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 wow. Kannst du ein bisschen schneller laven? Das war knapp. Das war richtig knapp. Ich glaube, im nächsten hätte er mich gehabt. Gibt das? So, jetzt. Auf der anderen Seite war das jetzt schon wieder eher enttäuschend, finde ich. Weil du hast jetzt so eigentlich nichts kriegt. Außer halt, was weiß ich, Knorre oder was war. Gut, jetzt tun wir auf jeden Fall noch in die Kirschlarve. Und hinter der Kirsch gibt es da vielleicht noch was. Wäre ja auch nicht das erste Mal. So, ne? So ist noch so Teleporter. Aber in der Kirche ist doch hundertprozentig auch der Gnade, oder? Aber in der Kirche waren wir dann schon im, oder wie ist das? Ja. Ah, jo, gut, da waren wir schon im. Das ist hier dann okay, wenn wir durch schon mal waren. Will ich sagen. Wo waren das eben? Und so kann man jetzt quasi hochhupfen, oder wie ist das? Die Frage ist, wo komme ich dann hin, wenn ich dort hochhupse? Komme ich da nicht genau dorthin, wo ich eh schon immer war? Also hier so rum, dann komme ich hier irgendwo hin. Ich hätte sie schon gerne ausprobieren, aber... Ja, dann passiert halt genau das.
ist natürlich wieder die Frage, ob ich an den Shit wieder drankomme. Ich meine, es sind nur 7000, ne? Noch nicht so lange her, da hätte ich mich über 7000 gefreut, aber... Nicht mal wieder drankomme. Ah, da gibt es besserer, wie ich rufe. Ich muss absteigen, sonst hat er sich wieder da geklemmt gleich. Ich frage mich gerade, ob der Owe auf halber Höhe oder auf dreiviertelter Höhe, ob das irgendwo eine Höhle ist. Dann tun wir da über die Boe drüber hupsen. Da kommen wir dort, glaube ich, besser hoch, aber jetzt waren wir schon immer. Also zumindest sieht es so aus, als wäre das halt quasi... Anybody there? Someone who might be interested in rescuing the great Kenneth Haight, servant to the True Order and celebrated repudiator of the false. Wer schwätzt denn du? Entry. Grant me succor. Great Kenneth Haight, Wer schwätzt dann du? Ja, schön, komm du, nur Ringeloff. who might be interested in servant to the True Order and celebrated repudiator. Männer, steht jetzt mal, wie sie, wer du schwätzt. Wenn viel abzieht, du mir die kleinen Viecher nicht. Anybody there? Aber nervig sind sie schon. Interested in rescuing the great Kenneth Haight, servant to the True Order and celebrated Kommt von repudiator do of the irgendwo her. false. Oh, Entry. Grant me succor. Du ist noch so Skarabäus. Den kennen wir uns immer schnappe. Schnappen wir uns. Keine Ahnung, ob der mir was gibt. Aber jetzt haben wir noch immer nicht rausgekriegt, wer du jetzt rumgeschwätzt hat. Is anybody there? Someone who might be interested in rescuing the great Kenneth Haight. Das muss doch da unten irgendwo sein. Celebrated repudiator of the false. Oh, Entry. Grant me succor. Hä? Ach, bin ich blind oder was? Is anybody there? Someone who might be interested in rescuing the great Kenneth Haight. Ja, ich würde dir ja gern helfen, aber ich finde dich nicht. Repudiator of the false. Oh, Entry. Grant me succor. Hello? Is Ach, du ist er. Someone who might be interested in rescuing the... you've come Ich to habe your nicht aid. gesehen, alleweil. Well, that's no. Ich hätte auch einen Flecken, ja. Okay. Alex Experience zwingend erforderlich, war in Ordnung für ihn. Aha, das ist das auch die andere. I would have a boon of you. I want you to take back my fort. It lies to the south. The Knight Commander from Stormvale took Okay. it. A fool and plumb mad to boot. What Und are ich you das vielleicht schon waiting gemacht? for? My fort lies. Oh, I see. Fret not.
The great Kenneth Height is no Ja. celebrations will be Okay. lavish indeed. Ein üppiges Fest. Yes. Now allow me to. I would take great care to avoid Godric's tarnished hunts were I in your shoes. Warum? That depraved lot are obsessed with sacrificing tarnished like you for the sake of grafting. Okay. Obviously, Godric's nothing more than a jumped up. First, he hid himself amongst the womenfolk to flee the capital, then hid from Radahn in that castle. Then he insulted Melania, lost to her in battle. Aber hatte ich doch nicht irgendwie schon so Radahn und so? And to think, he's the blood of Godfrey, last of the golden lineage. Though you almost wouldn't know it, man. I almost feel sorry for Ich war der Meinung, ich hätte doch schon so ein bisschen was gemacht. my fort. What do you wait, my fort? Jo, was weiß ich jetzt? Muss ich nochmal genauer Blick drauf werfen, aber jetzt nicht. Weil ich mein, Radahn sagt mir was. Ich mein, war das nicht der Wolf, den ich verdruspelt habe? So, du das. Hammer, perfekt. Nimm mal du das noch mit. Du das, was gibt der mir? Aha, irgendein Handbuch von Fevor, wer das auch immer ist. Und du ist noch ein. Du ist. Hey. Vari Brachto. War ja 4 Stück. Also. Nicht 4 Stück, sondern 2 oder 3 Vierer. Ach, jetzt fängt natürlich die Hupserei wieder an, du. Wahrscheinlich ist die Hupserei gerade für die Katz, weil ich dort eh schon war. Ja, ne? Das habe ich mir nicht gerade so gedacht. Ich glaube, bevor ich da jetzt wirklich hochhupse, tue ich lieber mal gucken, ob ich mich da gleich irgendwo hochbeamen kann. Ich hole jetzt mal Rune noch mal und dann gucke ich mal, ob ich da oben vom Ort der Gnade nicht achtet ankomme. Da brauche ich nämlich das Gehupste nicht zu machen. So hinne gibt es jetzt aber so, glaube ich, nichts mehr, ne? Mal, was ist denn das? Waren wir das schon mal? Alter, was geht mit dir ab? Wo läuft der jetzt rum? Mhm. Ich weiß nicht, haben wir mit dem nicht vielleicht schon einmal, ich kann mich da irgendwie dran erinnern, du auch an das Bärchen da, wo was du so am Baum rumgekratzt hat. So, war's das? Jetzt soll ich die Spur verloren. War da hinten, war das da hinten vielleicht? Ja. Läuft der im Kreise, der was? Taucht der nochmal auf, oder wie ist das? Alter, musst du jetzt so zickzack laufen, hä? Der geht doch bestimmt leider drüber an der Galge, oder?
Alter. Ja. Aha. Und du bist du jetzt daheim? Oh. Geht mit dir ab. Wenn ich jetzt noch was sehe wird. Wie ist er jetzt Anne? Abgesammelt. Gut, Fahrt ist er. Ach, guck mal, da geht's runter. Das ist natürlich nett, dass er mir das gezeigt hat. Bin ich dem natürlich sehr dankbar. Ja, und das ist ja quasi auch wieder in Limgrave, oder nicht? Das heißt, das sind ja auch wieder alles so Geschichten, die habe ich jetzt noch nicht so gesehen, ne? Axt-Talisman, ne? Weil ich dann wahrscheinlich mit der Axt mehr Zuschlag hätte. So, jetzt müssen wir ja gucken, ob wir den Weg nochmal zurückfinden. Da war nämlich auch noch sowas. Genau, du beim Galgevogel. Wollten, ja gut, das war jetzt nicht so arisch. Jetzt mischt man aber hier vielleicht schon mal gucken, dass wir jetzt noch die andere Rune noch mal so ein bisschen an den Start kriegen. Waren wir ewig hier? Ja. Ja, das war die, wo wir ewig, jo, genau. Gut, mal Rünscher sind in der Richtung. Was halt jetzt schon ein bisschen schade war. Stopp, Mo. Fritzi, komm, Fritzi. Auf geht's, Fritzi. Uiuiuiui. Also, Nabi Geschichte hast du. Tschüss. Bestienblut, naja gut, das ist nicht so. Jetzt warte mal. War das hier? Nee. Ah, du Unne. Alter, ist du auch noch an der Gnade? Den hatte ich glaube ich noch gar nicht, oder? Nicht Sklave. Weil, so war ich hier schon immer. So. Sollen wir nur mit dem schwätzen? Vielleicht hat er sich das anders erlebt. Jo, scheinbar nicht. Müssen wir gleich, ich gehe gleich nochmal zu dem, weil er hat irgendwas im Nebelwald. Mir war hier eben in der Kirche vom Nebelwald, ne? Hoffe ich nur, dass wir hier halbwegs günstig an unser Rünscher drankommen. Ja, ja, perfekt. So, nochmal schnell zurück zu dem Anne.
Aber auf der Ebene kennt natürlich auch noch was drin ist. Hoshiru in dem Spiel. Hoshiru. Fast wäre es wieder basiert gewesen. My fort lies to the south. Im Süden jenseits des Nebelwaldes. Also der Nebelwald, der scheint ja hier irgendwo zu sein. So Süden, der hier unten. Schloss Morne. Guck mal, hier müssen wir. Hier ist ja auch noch was, ne? Der? Wenn wir jetzt uns hier anbeamen. Aber zuerst würde ich mich jetzt. Ruinen. Ist das du? Das ist die Festung Heid. Da waren wir doch aber auch schon immer, oder? Jetzt beamen wir uns mal dorthin. Und dann gucken wir dumm kurz um die Ecke. So. Genau. So, das ist das Ding, ne? Du brauchst mir gar nicht so großartig hochzuhupfen und zu machen. Das war mir schon. Ist jetzt so an nichts mehr. Ist noch Skarabäus, den haben wir bestimmt auch schon mal geschlagen, den schlagen wir noch mal. Gibt natürlich nichts, ne? War zu erwarten. So, du ist das, wo man hätte jetzt theoretisch hochspringen können. Kennen wir natürlich hier von der Clip gleich mal rüber gucken, ob irgendwie auf halber Höhe was wäre. Die ist jetzt so nix. Okay, da kommen wir auf jeden Fall jetzt so schnell nicht rüber gesprungen. Gut, da waren wir dann aber auf jeden Fall schon im. So, das heißt, hier wollte ich irgendwo noch hin. Hier das Ding. Das Türmchen. Jetzt die 5. Dann tun wir, das Ding kann ich wegmachen. Hier die Katakombe des Fehlers. Kann ich mich teilweise gar nicht mehr dran erinnern, ne? Da sieht man halt schon, dass du unheimlich viel die 5 wäre in der Richtung, dass du unheimlich viel Dungeons und Gedöns ist, wenn man sich dann an den ganzen Kram nie erinnern kann. Komm schon der Seite nicht dran. Das ist noch eine Art der Gnade, wo ich nicht war. Interessant. So, und der Ovi an dem Turm, ich glaube, das wäre dann die 15, wo ich eben markiert und da war ich dann bestimmt auch noch nicht, ne? Ruhig jetzt. Ah. Gut, das erklärt natürlich einiges. Musst du jetzt noch einer kriegen? So, ist jetzt Rudo. Sucht 3... Ach ne, sucht. Sucht 3 weiße Bestien. Muss ich die jetzt nur suchen oder muss ich die kaputt schlagen? Warte mal, hier haben wir schon die erste, oder? Ich tu noch einen Schlag, komm daher. So, zack. Als die erste hätte man dann doch, oder? Sind die alle gar hier um das Türmchen drumherum, oder wie ist das?
Welche sowas mischt jetzt dann halt auf der Karte einfach ingezeichnet sind. Ich meine, was weiß ich, wo jetzt die 3 weiße Bestie sind. Was ist das? Sternenlichtsplitter. Kriegt man mit diesen Sternlichtsplittern vielleicht auch so Shit auf? Und was ist hier mit dem Türmchen da? Kommt man da dann von unten? Gut, ich kann zumindest dort runterhupsen und wahrscheinlich auch wieder hoch. Glaub mal. Er ist doch eventuell irgendwo hängen geblieben. Aber wie will ich denn die finden? Also jetzt mal ganz im Ernst. Ich hab dir jetzt so auf gut Klick irgendeine Verbannung geschlagen, aber mehr auch nicht. Boah. Ja, dass es noch ein paar Tote gibt. Hupsen wir mal hoch. Gut, sonst ist jetzt nichts. Ja, einer fehlt uns noch. Wenn das überhaupt quasi das hier des Rätsels Lösung ist. Könnte aber ja, stark. Richtig stolz auf mich. Du musst schnell hochhuschen. Was haben wir da? Speicherstein. Ja, aber das ist wenn ich das irgendwie richtig im Kopf habe, ist das irgendwie für Zauber quasi, dass man mehr Zauber ablegen kann. Was ich aber gern hätte, wäre es für mehr Talismänner. Und ne? Ist es halt nicht. So. Warst bei dem du schon? Trade again. Ah, jo, du warst schon immer. Also muss ich quasi so die Karte absuchen. Zum Beispiel hier, ne? Ist andere Höhle. Die markieren wir uns nur. Jetzt gehen wir aber zuerst noch mal kurz zu dem Ding hier. Das war ich aber ja eigentlich schon im Mu. Ich hole mir mal gerade was zum Trinken. So. Und jetzt gucken wir uns gleich schon mal diese Feist, wie heißt sie? Festung? Wo sind die? Okay, in der Richtung.
Wahrscheinlich durfte eine... Ah. Na, da hoch. Das war ich aber hier schon immer. So, das war ich halt schon immer, ne? Insofern freue ich mich, was das jetzt quasi zu Hause hat. Für mich. Und diese Quest. Wow, wow, wow. Wenn wir da absteigen. So, soll der Falle los? Kettenflegel. Wow, wow, wow. An die Burg, da kann ich mich nämlich noch erinnern. Die war nämlich schon ein bisschen nervig. Oh. Wo sei der Ingang? Ich war beim letzten Mal gar nicht wie. Sollten wir da vielleicht mal kurz so um die Ecke gehen, ob da noch was ist? Oh, da ist aber nichts, ne? Ne, da ist nichts. Ne, war nicht. Nix. Nicht. Nix. Dann. Rattevieh, bleib fad. Die gehen mir wieder alle auf den Keks. So, tun wir und Namo Hallo sagen. So, das ist der Afat. Ah, Kriegsasche, blutiger Schnitt. Die nehme ich natürlich gern mit. Ich glaube, ich war vor dem immer so ein bisschen abgehauen. Ohne Ritter Großschwert, das hört sich natürlich auch nicht schlecht an. Aber wenn ich mich richtig erinnere, war ich mir vor dem irgendwie so ein bisschen abgehauen. Und bin dann da hochgeklettert, glaube ich. Da ist er mir dann nicht gefolgt, oder wie war das? Ja, ich weiß nicht. Ja, aber da oben war schon immer Fines. War nicht so gewusst. Blutiger Schnitt. Hey, ist Blutungsschade, oder wie ist das, ne? Können wir da aber in Ruhe noch mal ein bisschen gucken. Komm mal, achte irgendwie da rüber. Als Pferdchen komme ich ja nicht. Was geht mit dir ab? Die Zeit oder was? Steht er da rum und schießt ins Niemandsland. Pusht doch alles Geld. Alter, was geht mit dir ab? Gab's Hack. Gut, du scheinst jetzt so auf den ersten Blick Gegner zu sind. Du vielleicht so geheim, ne, verstehen wie ich meine? Ne. Habe ich das beim letzten Mal schon alles ausprobiert? Wahrscheinlich, ne? Was heißt dann eigentlich die Dinger hier, die komische Pfählchen, du? Die haben doch bestimmt auch was zu heißen, oder nicht? Ah, stopp. Glassplitter. Was gibt's da unten? Nix.
Müssen wir aber noch mal uns drüber unterhalten. Ob es dort drüber nicht irgendwie noch Weg gibt auf die an der Mauer. Okay, das ist zu hoch. Fuck. Aber nee, das ist ja nicht der Weg. Weil auf denen Sims komme ich zwar, aber ich komme da hier nicht rüber, ne? Das sieht jetzt halt auch nicht unbedingt so aus, als gäbe es dort was. Aber wir wissen ja, wie das in dem Spiel noch manchmal ist, ne? Zum Beispiel könnte man jetzt so lang gehen. Das fragen wir nicht. Kennt man Versuche hier noch irgendwie? Ne, das klappt nicht. Siehe mir eigentlich im Inventar irgendwo. Stopp mal, wir gehen noch eins zurück. Da haben wir 17, 29, 23. Ja, das sind ja einige, ne? Du fehlt der Hand halt zwischendurch einfach so ein paar Lücken, ne? Talismanbeutel, das bräuchte ich halt noch. Ah, ich wollte gucken im Inventar. Bei der Briefschau oder so. Ob mir von dem einen Kollege irgendwas haben. Einfache Karte bei einer Leiche gefunden scheint seinen Treffpunkt zu führen. Sein einem Schimmersteinschlüssel. Ah, okay. Ja gut. Das haben wir ja schon. Eine einfache Schärfungskarte, um sich schon längere Zeit weggeworfen, vergessen, zeigt einen Ort, an dem einst ein Bernsteinlicht auf die Erde fiel. Mit der Karte kann man jetzt halt nicht so viel anfangen, ne? Gut, dann gehen wir nochmal hier hin. Route 3. Und die 3 liegt in der Richtung. Wahrscheinlich müssen wir hier runter. Irgendwie. Och jo, komm. Ist so hoch. Jo, naja, es war schon hoch. Aber wie soll ich denn jetzt so ein Stück runterkommen? Also bequem dort runter, ne? Ohne jetzt 1000 Jahre Umweg schlafen zu müssen. Ah. Wäre ja Maßnahme. Ich erinnere mich an den Weg.
So, die 3, lass mich mal gerade gucken, ist noch immer in der Richtung. Das heißt, ich würde jetzt hier links reiten. So, und jetzt könnte man theoretisch hier in den Luftstrom reinhupsen. Ist natürlich die Frage, muss ich so weit hier runter? Überhaupt? Oder muss ich so vielleicht irgendwo so halb hoch? Nee, das so sieht ganz gut aus. Tunnel von Morne. Sag mal, war da auf dem halben Weg wieder irgendwas? So zum Beispiel, du ist doch auch irgendwo was. Halt die Frage jetzt, wo? Fuck. Ja, leid, wissen, ne? Du kennst dich jetzt schon wieder nicht so viel kriegen. Noch 30.000 Jahre Ladeball. Ja, was? Ich stehe noch an der Gnade nicht angeschaltet. Dienst das jetzt wirklich richtig? Oh. Kenn ich mir manchmal gerade jede Backschlagen, ey. Jetzt gerade wieder mit meinem schönen Pferdchen, das sich so wunderbar manövrieren lässt. Bin ich ja ruckzuck wieder irgendwo runtergefallen. Wo du eigentlich nicht runterfallen sollst. Wenn du ein bisschen viel kannst. Was ich natürlich nicht kann. Ah, hier war mein Wirbelstrom. Mischt mir den noch treffe. Stärkt. Stellt sich die Frage, wie mischt ihr eigentlich auf dem Aufzug leihe? Ja. Hier ist der Hebel. So, und jetzt gucken wir, ob wir da geradeaus irgendwo anspringen können. Hier. Keine Ahnung, ob du noch... super, war's das jetzt, ja? So, bevor jetzt die Aktion. Da waren wir doch schon einmal. Das ist genauso aufgebaut wie die andere Höhle. Aber der Ort der Gnade hier ist neu. Ja, gucken wir mal, was da so abgeht, hä? Gehen wir also erstmal da hochgucken und dann über das schmale Dinges hier, oder? Wie ist das? Was geht mit dir ab? Sprengstein und Schmiedestein. Stark. Schade. Hatte ich jetzt mehr Hoffnung darin? Bis jetzt? Wird schon nur runterfallen, ey. So. Was haben wir hier noch? Also ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt gleich da runterkommen, wo der andere Deppe runtergefallen ist. Die sieht aber ein bisschen fies aus, ne? Jo, das kann ich auch, ey. Aber wenn ich zuschlagen, so wächst kein Kraut mir hinterher.
Genau. Das weiß ich natürlich schon wieder nicht, was der richtige Weg ist. Ne, die Halle jetzt nur 2 Schlich aus, die in der letzten Höhle, die haben 3 ausgehalten. Das heißt, die Höhle hätte ich müssen vor der anderen finden, oder wie ist das? Aber mal ganz im Ernst, die Höhle, die ist schon so ähnlich aufgebaut, ne? Du würdest mir große Gefallen machen, wenn du mal da oben runterkämst. Danke. So. Holen wir uns erstmal das Ding. Adernblättchen. Schmiedestein. Ja. Dunkelschmiedestein, da was das? Ja. Gut, hier ist der Boss, gehst, ne? Das heißt, wir gucken dann durch rechts mal weiter. Was geht mit dir ab? Aufgehängt, hä? Wie du mich gesehen hast, bist du in den Freitod gegangen. Ah, hier ist noch. So. Weiche Baumwolle oder so ähnlich. Jo, ich weiß jetzt nicht, für was der ganze Shit jetzt do ist, ne? Aber wenn ich ganz ehrlich bin, es haut mich halt nicht so vom Hocker. Oben war aber irgendwie auch noch irgendwas, finde ich. Jetzt muss ich nur gucken, ob ich das jetzt noch mal finde. Ich glaube, hier so in die andere Richtung konnte man auch noch gehen, oder wie war das? Ein Kleinklumpe. Jo, genau. Genau. So. Gut, du geht's jetzt bestimmt nicht durch. Ah, guck mal du. Bleib doch Laie. Das geht doch sonst nicht gut aus, fertig. So, du ist bestimmt auch wieder Schmiedesteiche, ne? Jo. Jo, die Höhle sind schon alle gar relativ ähnlich aufgebaut, aber ich meine, es ist ja irgendwo klar, wenn ich jetzt so eine große Welt mache, mit so viel verschiedene Dungeons und Shit, ne? Dann muss ich auch an irgendeiner Stelle muss Sachen wiederverwenden, sonst wäre ich ja gar nicht mehr fertig. Und insofern haben sie das hier noch verhältnismäßig gut gelöst. Also dann mit ein bisschen andere Gegner und so, ein bisschen andere Anstrich geben. Und lauter so Geschichte. Also das muss man halt die Amo lobend sagen. Es war da noch irgendwas, wo ich runterfallen konnte, meine ich. Nee, du bist überall gewesen. Dann gucken wir uns jetzt mal noch den Bossgegner an. Und da müssen wir wirklich mal die Karte nach und nach begutachten. Wo du noch so Stellen sind, wo wir einfach über sie haben oder wo mir nicht wusste, was es heißt, sozusagen. Gucken wir uns erstmal den Bossgegner an. Aber das ist auch wieder eine nervige Geschichte, wenn die jetzt geht, den abnibbelst.
Da muss ich den ganzen Weg wieder laufen, ey. Das macht halt wirklich viel Spaß dann. Ah, gut, das war ja, hat so schnell geklärt gehabt, ne, die Geschichte. Verrostjange. Na, danke. Ach, also wirklich. Hat sich das jetzt gelohnt, Rostjange? Gut. Dann gucken wir uns die Geschichte jetzt nochmal an. Also. Fangen wir hier mal an. Ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, ob wir hier waren. Machen wir mal Mager hin. Ich weiß ja nicht, ob wir dort waren, aber so viel wird es da jetzt auch nicht geben. Bin ich denn aktuell eigentlich? Ah, hier, ja. So, du war jetzt so eigentlich nichts mehr, den ich sagen. Jetzt so hier. Das sehe ich jetzt so auf Anhieb. Ach, nix. Da sind wir ja halt so ein bisschen durchgeflutscht. Das sehe ich jetzt so direkt auch nix. Dann gucken wir da noch mal so ein bisschen drüber. Wie wir da hochkommen, wissen wir noch nicht. Leider. Da müssen wir schon mal gewesen. Hier auch. Da ist jetzt aber so nichts mehr. Zumindest kann ich jetzt nichts erkennen. Da hinten waren wir schon einmal. Hier auf der Insel waren wir, glaube ich, noch nicht. Guck mal, hier ist noch so ein Teil. So finde ich jetzt auf Anhieb nichts. So, das ist jetzt soweit okay, die ich sagen. Hier sind wir, glaube ich, so ein bisschen rumgehupst halt. Was ist das für Ding? Ah, das ist die Hide-Dings. So, das heißt, du sind wir jetzt quasi wieder.
Also, wo habe ich denn jetzt was gesetzt? Genau, dort müssten wir auf jeden Fall nur noch hin. Machen wir gerade. Müssen wir nur googeln, was die Richtung jetzt müsse. Die 1. Gucken wir, wo die Turbo-Rennleihe. Dass wir die 1 finden. Ah, das ist hier. Ja, okay. Boah, statt noch nicht. Besser. Keine Ahnung. Merk's nicht. Ich finde, die Strecke weiß dann auch immer so ein bisschen schnell durchgehuscht. So, ne? Ist jetzt nämlich auch wieder so Geschichte. Wahrscheinlich habe ich es einfach aufgegeben. Oder sag ich mal, ich habe es nicht gerafft. Wahrscheinlich hatte ich es einfach nicht gerafft, was das zu Hause hat mit diesen weißen Bestie. Und ich weiß jetzt noch immer nicht. Bringt jetzt wahrscheinlich auch nichts. Die wäre hier bestimmt von irgendeiner Schildkröte oder was beschworen. Die man jetzt erst wieder irgendwie finden muss. Aber ich weiß halt wieder nicht wie. Es gab ja auch so Gegner, ne, der das quasi auch so ein bisschen gemacht hat. Der so ein bisschen unsichtbar war und dann irgend so Type-Dope beschworen hat. Den du dann zwar kämpfen konntest, aber der null ab, also den Bossbalge dann null abgezogen hat. Ach, du hin ist ein. Da war ja nicht sie. Du, die sich vielleicht so offenbare, wenn man ein bisschen weiter weg steht oder so. Weil ich sehe ihn jetzt hier aktuell nicht noch so Schildkröte. Vielleicht so ein bisschen anvisiere. Ja, es ist in Ordnung. Der zieht sie sogar relativ viel ab, ne? So, die Hoffnung war jetzt, dass du einfach irgendwo mit im Weg rumsteht und jetzt erwischt wird von der Flamme.
Ja, ich bin jetzt mal ganz ehrlich, zum Farmen ist es mir eigentlich, bringen die mir ein bisschen zu wenig. Auch wenn es natürlich schön ist. Da muss hier jetzt noch irgendwo so Schildkröte sind, ne? Bringt jetzt natürlich auch nichts, wenn ich jetzt so rumlaufe und überall wahllos drauf kloppe. Also das möchte ich noch irgendwie rauskriege. Wie ich, ja, es ist in Ordnung. Wie ich hier die Schildkröte finde. Hier, vielleicht. Nee, du ist nur Blut. So, jetzt wäre die doch irgendwie wieder beschworen. Hätte ich jetzt gehofft, dass die zumindest beim Beschwören dann sichtbar ist. Wie finishen die? Ach, da ich doch, ey. Die Missio, die musst du ja eigentlich irgendwo in der Nähe sein, um die komische Trottel dort zu beschwören, ne? Also vielleicht hier in diesem Dungeon ein bisschen weiter weg. Ja, ich weiß nicht. Ah, warte, aber das ist auf jeden Fall noch an der Gnade. Aber ich bin jetzt nicht an der Hucke, da kommt die ey Schildkröte auch wieder zurück, oder? Fuck, ey. Gut, ich muss mich schon nicht anhocken, ich kann sie ja einfach nur aktivieren, ne? Ha, ich verringle das Spiel. Kennt mir jetzt nicht zum Fritz hier sagen, was uff, du musst so ein bisschen schnüffele, ob das nicht vielleicht. Ja, der steht so allein da rum. Ich sehe du jetzt aber nicht, dass du irgendwie Schildkröte großartig irgendwo wär und zaubert. Also die 100%ig wäre die irgendwie von der Schildkröte quasi beschworen. Und du musst dann die Schildkröte kaputt hauen und dann kommen die an die mir. Die Frage ist jetzt, wie finde ich raus, wo die Schildkröte sind? Es ist jetzt halt einfach die Froh, ne?
So, ne, da steht wieder einer so ganz allein. Kristallknospe. Ja, dann halt die nächste Frage, ne? Ob ich mir quasi mit so einer Kristallknospe, weil es gerade jetzt so in der Ecke war, ob ich mir da quasi irgendwie was zusammenschustern kann, damit ich die ziehen kann oder so. Alter, du musst doch irgendwo jetzt die dummen Schildkröte sind. Alter, da muss ich jetzt immer nur gucken, das lässt mir jetzt hier keine Ruhe. Ist halt die froh, ne? Nur was sucht man da jetzt? Elden Ring, 3 weiße Bestien. Ja. Müssen wir noch ein Schlabbertränkchen uns unpfeife. Also man kann ja hundertprozentig irgendwie, also die sind ja so irgendwie so ein bisschen unsichtbar, oder nicht? Oder sind die immer sichtbar? Weil war die in dem einen See, war sie doch unsichtbar, oder nicht? Oh, da ist auch noch ein. Wie ist denn die jetzt so runter? Das ist mein Bogen. So ist er doch. Nee. Ach. Musst du jetzt so... Bleibst du mir grad fad, du. Okay. Also sind die immer sichtbar und man muss wirklich dann nur suchen, oder wie ist das? Kann man da nochmal das Schildchen an den Start kriegen? Ah ja, dann suchen wir mal. Wenn nicht, dass ich jetzt nicht schon 50.000 Mal rumgelaufen wäre, aber... Ja, wenn das jetzt wirklich nur eine Sache vom Suche ist und vom gut versteckten oder so, dann mischt das ja eigentlich machbar sein. Ui, man überall runterhupfen kann, ne? Die hört man aber nicht, dass die irgendwie danach noch Krach machen würde oder so. Sowas? Ah ne, das ist ein Todesschädel. Den nehmen wir jetzt natürlich mit, wenn er auf dem Weg schleit.
Vielleicht gehen wir jetzt da mal hoch. Und da noch mal so ein kleiner Blick. Also weit siehst du halt jetzt nicht, ne? Das ist halt so ein bisschen die Geschichte, dass du jetzt nicht so weit siehst, um du wirklich was mit anfangen zu können. Wer weiß, also mehr ist vielleicht falsch. Man weiß es ja, aber ich weiß es halt nicht. In was für eine Distanz zu der Kirche die Dinger sind müssen, ne? Der Jahre hilfreiche Information. Einfach um zu wissen, in was für einem Radius man das suchen muss. Also ist das hier jetzt schon zu weit? Ist das noch in Ordnung? Oder wie auch immer. Ja, da sehe ich jetzt noch nichts. Ja gut, die Felsen haben wir jetzt gleich abgesucht. Das heißt, da müsste man mal ein bisschen weiter ins Landesinnere wieder, ne? Boah. Ey, das sind aber jetzt so Passagen, ne? Da kenne ich jetzt halt schon einer zu viel kriegen. Das muss ich jetzt ehrlich sagen. Ja, wie soll ich die jetzt bitte finden? Gut, die Andy da am Baum gehockt oder gehangen. Vielleicht ist danach irgendwie am Turm oder auf dem Turm. Kann ich jetzt halt auch nicht so gut da überall rumgucken, wenn du die Trottel da überall da rumhupst. Turm, du ist auch nix, mischen sie ist nix. Alter, keine Ahnung, wo die sind, ey. Ich meine, du wird jetzt wohl nirgends Sinn, oder? Also, Ebene tiefer oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht. Klar geht's so runter, aber ist die jetzt. Die nicht jetzt halt nirgends. Die steht jetzt auch nirgends. Das da ohne Schildkröte, das ist ein Todekopf, oder?
Ja. Keine Ahnung. Sag's nicht. So, tschüss. Komm, sammelst doch mal in jetzt. Die Uni ist die nett. Es wäre schon arisch assi. Alter. Nicht den ihr fucking Ernst, ey. Bin schon wieder in das Filtriert. Jo, aber ey, hopp, das. Komm. Kann ich jetzt bitte meine Bow wieder fett machen? Warum geht denn das jetzt nicht? Kann ich ihn jetzt wegmachen? Ja, lang genug gedauert, bis das Bild weg ist. Hopp, kletter jetzt mal hoch. Jetzt, hopp. Alter, das war jetzt aber schon fies nervig, ey. Das muss ich jetzt schon mal gerade sagen. Ich meine, wahrscheinlich gibt es noch mehr von denen Dinger, aber... Wenn das jetzt mal so Aktion ist, die Viecher zu finden, aber Brust. Und das alles dann nur für diese Speichersteine. Warte, stopp, so haben wir da richtig. Speichersteine. Erhöht die Anzahl der Speicherplätze. Ich muss jetzt fairerweise sagen, ich kann mir da jetzt nicht so viel drunter vorstellen. So, und zwar das nächste wäre jetzt die 2. Oh, gehen wir da her. Gut, gucken wir mal, das müsste dann noch so kleine Hülsen. In der Richtung. Ah, da hinten ist der Strahl. Und da rechts ist irgendwie noch so Licht. Das heißt, du kennst vielleicht auch noch was hin. Würde ich sagen, gucken wir dort auf jeden Fall auch noch. Die Qualle wäre hier irgendwas beschützen, ne? Die wäre jetzt hier nicht zum Spaß sind. Andererseits, du mir ganz schön den Weg versperren. Das heißt, du kannst jetzt auch nicht so einfach nur gucken. Ach, Kacke runtergefallen. Gut, da komme ich jetzt halt auch so schnell nicht mehr hoch. Weil mich wieder zurück und um die Kurven, was weiß ich was alles. Darum bin ich da jetzt schon vorbei. Nee. In die Richtung. Ach, wie der arisch Dustädto. Dann bimmelt einer die Glock. Schade. Hier geht's weiter. Ja, ist ja kein Wunder, dass man so diese Höhle und so Shit nicht findet, tut.
wenn du, wenn's du so duster und nebelig ist. Was ist denn das du eigentlich schon wieder? Ja, es wird wieder eine große Aktion geben, dass die nicht schon kommen. Vor allem haben die ja immer so Mörder-Tempo drauf, ne? Vielleicht wird der mich zu der Höhle führen. Das kennt ja also, ne? Wer bimmelt denn da? Ach so, das ist noch so ein Glockenturm. Ach, den muss ich ja auch noch zu Fall bringen. Boah. Komm, Lemo-Zahn zu. Du bist doch schon ein Geist und tot. Du kannst jetzt mal ein bisschen Gas geben. Ja, ist noch so Sträuchelche. Noch. So, mein lieber Hoschball. Jo, 100% schlaft der hin zu der Höhle, wo ich eh an wollte. Oder sah nicht nur zu dem, was ich als potenzielle Höhle angesehen habe. Wo ist er denn jetzt? Ah, du, warte mal. So um die Kurve. Ja. Ah, da hinten. Jo, hopp, wer soll denn sowas finden, ey? Jetzt ist halt die frohe Mente, jetzt wächst das. Jo, das sieht schon so aus, ne? Der läuft da jetzt drin, jo. Ja. Dann kann man da wieder auf halbem Weg, jo, kann man wieder auf dem halben Weg irgendwo rinhupsen. Das heißt, wir fahren sie erst wieder hoch. Wahrscheinlich nicht auf halbem Weg, sondern irgendwie... Ach, es war zu früh, ne? Das war jetzt wieder eine knappe Angelegenheit. Ah, da hinten ist noch so gesprungener Kristall. Es ist einfach, wenn du zu schnell bist und dann wirst du insofern bestraft, dann dauert es halt länger, ne? Das ist quasi, die Ungeduld wird bestraft mit noch mehr Ungeduld. Oder zumindest potenzielle Momente, die eine ungeduldig machen. Muss ich fairerweise sagen, ist das wirklich, nee. Ja, Ina, wieder eins zu früh gewesen. Mit anderen Worten, ich kann den ganzen Shit jetzt nochmal machen. Aber ich habe jetzt auch noch nicht so den richtigen Ausstieg gefunden, muss ich sagen. Ah, du. Der Seite ist sie, ne? Oder? Das ist die da. So. Ne, du warst ja ewig erst. Du rechts muss ich an. Uch. Habe ich den Ort der Gnade aktiviert? Natürlich nicht, ne? Darf ich den ganzen Shit noch mal machen? Draußen läuft der Glockenmeister rum. Jetzt weiß ich schon nicht, wo ich da rausgekommen bin. Oh, Leute. Die ist dann jetzt... Eigentlich mich die oder drüßen, ne? Das sind ja mal Rune. Wenn ich komme da durch die Geschichte durch, ohne zu sterben. War aber jetzt reichlich unspektakulär, muss ich sagen. Der größte Glockenmeister, der ist mir eh auf den Sack gegangen, den du mir jetzt zuerst mal verdruspeln. Wobei das halt so Sache ist mit dem Glocke-Ding, ne? So richtig, wie soll ich denn sagen, oh, du Lava, viel geh schnell rum. So richtig, was ich bei dem machen kann, habe ich schon nicht rausgefunden, ne?
Der hat gar nichts da unten zum Kaputtschlagen. Muss ich da vielleicht die Gegner da kaputt machen, dass der zusammensackt? Ja, jetzt pass auf. Schmiedestein 2 ist natürlich so schlecht auch nicht. Samo, eigentlich wäre das jetzt die optimale Gelegenheit, um zu lernen, wie man parried. Mischten sie halt muss stehen bleiben. Und da sind wir natürlich auch ein bisschen viel auf Amo für die Geschichte. Zu langsam. Oh. Das wird jetzt wieder knapp. Also, Schlabberdrängscherin gezogen. Ha. Jetzt, pass auf. Komm, schlag zu. Ja, genau so. Alter, wie habe ich denn das gemacht? Es kennt schon die richtige Taktik Sinn. Oh, guck mal, da ist der Chef dabei. Schleichen wir uns ganz langsam von hinten an. Der dreht sich jetzt nicht um, ne? Der dreht sich nicht um. Nee, 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 nee. Ach. Jo, Lave rinnen, Lave, alles rinnen gelaufen. Shit. Ach, das ist zu langsam. Weg, 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 weg. Jetzt sind die ganze Rune weg. Marigas Pfahl. Das ist jetzt halt wieder, du weißt wieder nicht, wo der ist. Du weißt wieder nicht, wo der ist. Beim Glockenmeister, hallo. Das ist aber schon nervig. Und vor allem weiß ich nicht, ob es die richtige Taktik ist. Ach, jetzt hat der wieder das Ding nicht in beide Hände. So. Ach, ich kriege das nicht hin mit diesem Parryen. Wie der nicht Annegret. So. So, der das Ding ist schon. So. Habe ich das jetzt so gemacht, dass alle gar nicht drin stehen, hä? So, Schlabberdrängsche. Und Abfahrt. Das ist echt eine mega nervige Geschichte, das du. Wenn ich wenigstens wüsste, ob das jetzt die richtige Taktik ist, ne? So, warte mal, für dich du nicht noch mal das Schild rauspacke. Genau. So. Jetzt komm her.
Ich krieg's nicht hin. Ich krieg das nicht hin. Da hinten laufen auch noch welche rum, aber ist das... Ich weiß nicht, ob das die richtige Taktik ist, aber Anneri kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Auf geht's, wir laden ein bisschen schneller. Wir tun noch mal unser normales Schwertchen nehmen. Vielleicht packen wir es dann in weniger Schläge. Ist halt ein bisschen schade. Ach. Das ist aber so nervig, ey, dass das nur geht, wenn de... Nee, das ist blöd. Ach. So. Wieder zu früh. Genau so. Nur jetzt hat wieder die grünen Sub war nicht genug. Das sind aber so viele, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Gut, das sind ja, glaube ich, Geister, ne? Denen wird Blutungsschaden nicht so viel ausmachen. Da wird nicht mehr so viel Blut rauskommen. So, und genau denen mischt der immer machen. Stußen doch all. Du mit deiner Armbrust auf mich schießen. So. Vom Schlag. Ach, wieder nicht den richtigen Moment gehabt. Wie geht das dann? Du mischt Schmo bei Maxim in die Leere gehen, ne? Bin ich noch ein bisschen Kleider vor. Fehlen mir vielleicht noch so 1000 Zuschauer. So, spring schon mal weg, du. Ja. Tschüss. Müsst ihr dann von hinten auf mir in der Rigge ins Kreuz drin schießen. Gut gemacht. So was mit Eich 2. Ihr geht mir auch so ein bisschen auf die Keks, du. Der andere Seite wäre jetzt nicht so komischer Marikas Pfahl, wenn du nicht jetzt irgendwas Besonderes wäre bei denen Typen do. Hier hinten laufen halt auch noch welche rum, ne? Es sind halt wieder 30.000 auf A-Motor in der Ecke. Ja, war jetzt dumm gelaufen, Eich, ne? Im falschen Moment das Schild runtergemacht. Ja, genau so. Aber das Timing habe ich noch nicht so. Weil jetzt in dem Fall habe ich das hier gemacht, als er ausgeholt hat, aber das klappt irgendwie auch nicht so immer, finde ich. Sag mal, wäre die überhaupt weniger? Ich habe so das Gefühl, als wäre das doch nicht so die richtige Taktik. Aber normal haben die so komische Stellen an de Schuhe, die nicht kaputt hauen muss. So was hat der jetzt so hier eigentlich nicht, ne? Boah. Weil ich habe nicht das Gefühl, als würde das jetzt weniger wäre. Eher das Gefühl, als würde die alle gar wieder aufsteigen. Das ist alles voll mit denen. Nach wie vor. Oder ist irgendwo doch noch so Obermager und wenn du den dann husch und dann hast. Jawohl. Wenn ich das immer angekriegt, dann wäre ich hochzufrieden. Hol Schwert raus, genau.
Es war jetzt wieder der falsche Moment. Aber ich habe jetzt gefühlt auch wieder gemacht, als er am Ausholen war. Der läuft auch so ein bisschen kopflos da rum, ne? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Komm, du kriegst noch eine. So, sind das jetzt die letzte oder? Komm, noch eine. Tschüss. So, was geht mit dir ab? Hol mal noch mal Schilder raus. Nee, nee, nee. Komm, das ist unfair. Genau. Ja. Er kann ihm jetzt gar keinen Kopf abschlagen, ne? Das ist jetzt dann eigentlich ein bisschen ungünstig. Ne, der läuft noch immer da rum, also das... Der? Und steht noch jemand über sie. Das Gebimmel geht mir halt auf den Keks. Jetzt wäre dann mein Latein auch am Ende. Keine Ahnung. Jetzt müssen wir gucken, ob wir die Höhle wieder finden. So ist es nicht. So ist es auch nicht. Ah, du müsstest jetzt gleich kommen. Nee. Nee. Komm, komm, komm. Ja. So, jetzt Normo. Also. Ne, so ist das. Aber wie komme ich denn da drauf? Musst du hier auf der Ecke irgendwie runterhupsen? Nee. Hä? Nochmal ruf. Hier, da waren wir drin und auf der Seite müssen wir raus. Aber das sind doch die Balken im Weg. Du hupst mal nur wieder gegen die Balken und dann sterben wir. Ach. Och, ne, den Sprung jetzt wieder gesehen, ey. Da ist wieder keine Bildzeitung runtergepasst. Ach, du kennst doch eh nicht so viel, Krie. Was ist denn jetzt wieder so halbherziger Sprung, ey? Gott, Kevin, ich muss zuerst den dummen Ort der Gnade holen, sonst muss ich schon jetzt mal halb Weltrace machen. Ich meine, auf der einen Seite ist es ja mal eigentlich schuld, ne? Als erstens, man kennt ja ordentlich Schubse, schon mal das erste. Und das zweite ist, man kennt ja auch zuerst den Ort der Gnade holen, ne? Da wäre es auch nicht schlimm, wenn du da runterfallen tust, dann bist du gleich wieder an Ort und Stelle. Aber auf der anderen Seite muss ich halt auch sagen, ist von dem Spiel jetzt schon wieder so ein bisschen assi. Das hätte man auch besser lösen können. So, du musst jetzt so eigentlich irgendwo hin. So noch nicht. Scheinbar. Warst du hinter dem Steh irgendwie, hä? So war es, glaube ich. Genau, ja. Alle, ob wenigstens sind sie da oben. So.
Schon wieder so ein scheiß halbherziger Sprung, ey. Ich verstehe das nicht. Auf die andere Seite du dir doch auch richtig schubse. Jetzt mal im Ernst. Das haben ihr doch jetzt auch gesehen, oder? Kenn ich mich aufregen. Fällt mir nichts mehr in. Eigentlich ist das so ein Moment für die Fahrstuhlmusik. Ja, hopp, du mal dahin zum Glockenturm gehe. Und dort geht's dann irgendwo rechts drin. Schon jetzt keine Zeit für euch. Nachher. Ah jo, guck das an. Was willst denn du jetzt noch sagen? So dicker Arsch hat das Pferd doch gar nicht. An mancher Stelle muss ich doch echt am Verstand von dem Spiel zweifeln. So, jetzt auf. Jetzt hopp. Nicht gierig sind, runter, der Gnade hole, rechts dann egal. So, auf geht's. Fährst ganz runter jetzt. Nicht hupse. So, ne? Wie er doof eben hupsen kann. Was denn auf, wenn ich unten bin, zeige ich euch das jetzt noch immer. So, ne? Gucken jetzt mal. So, wie er weiter da hupst. Ich will jetzt viel kriegen. So, war das auf der Seite? Ich glaube schon. Genau, so müssen wir rüber. So. Das ist schon wieder so ein halbherziger Sprung. Ich raffe das nicht. Gibt's doch nicht sowas. Ey, ich meine, für die Szene ist das jetzt auch die richtige Musik, ne? Die Musik sagt schon Trottel am Werk. An der Richtung. So, guck dir das an. So kann der auf einmal hupsen wie junger Gott. Aber wenn er da in die scheiß Nische rein soll, und dann kriegt er nichts auf die Reihe. Und der bleibt der da an der Kette hängen. Das kennt man dir Jasen. Aber so ist ein Sünst anspringen. Auf der Seite ist mir ein bisschen zu duster. Das sieht jetzt nicht so aus, als könnte ich irgendwo anspringen. Aber ich muss jo so dann irgendwie dazwischen durch. So, ne? Ich meine, wie soll denn das sonst gehen? Fast. Okay, wundert, dass mein Discounter so hoch ist, ne? Bin gespannt, ob man das packe, bevor das Lied zu Ende ist. Geht noch 2 Minuten 23. Mich doch zu packen sind. Der Aufzug geht halt so schnell. Dann kann ich mich vielleicht so runterfallen. Also wenn ich auf den Ball gehupst. Ja, ja. Sehr gut. Och, und jetzt ist nur für so Schmiedestein. War das überhaupt richtig? Ja. Hey, der ganze Aufwand fürs... Da kenne ich mich jetzt noch viel mehr aufregen. Das kostet Nerven, das Spiel. Ich meine, es macht hier schon auch Spaß, so ist hier nicht, ne? Sonst wird man ja den ganzen Shit nicht machen, aber
Ganz im Ernst, so an mancher Stelle. Was geht mit dir ab? Nicht viel. Stark. Richtig stark. Bevor du das nicht hupsen kannst. Brauch aber ein 6er und kein 2er. Kannst du nix sehen, Kerl. Ach, das ist doch eindeutige Wand zum Durchschlagen. Ah, du willst herkommen? Ich weiß nur nicht mehr, für was die gesprungenen Kristalle gut sind. Gut, dann kriegst du erstmal du dein Schlee. Komm, noch einer brauche. Jawohl. Tschüss. So, jetzt geht's ohne weiter. Ey, wehe, in der Höhle gibt's nichts Gutes. Ich sah's euch. Nur dem der Sprung schon so schwer war. Ja nicht. Ist jetzt wieder so Geschichte, ne? Gehe ich jetzt über den Balge, die andere Seite, oder gehe ich da ohne weiter? Oh, ja, ne? Hätte man es wieder. Mein Neffe. Die Höhle würde ich jetzt halt schon noch gern machen, ne? Wie viele Punkte gibst du eigentlich? Ja, nicht genug. Jetzt kennt man natürlich mal so zum Vergleich das Hämmerchen raushole. So. Gucken wir mal, ob das nicht ein bisschen mehr abzieht. So, links war einer, ne? Gut, das zählt nicht. Das war von hinten. Schöne paar Watschgeb. So paar schöne Will Smith-Schelle. Ich glaube, der Hammer, der tut denen schon ein bisschen mehr weh. Jo, hopp, dann gehen wir halt erstmal da lang. Kann ich nicht mehr wie falsch sind. So, wer macht da so Lamm? Ah, jo. Ja, geh die Wand klar. So bin ich Profi drin. Aber das sieht man halt schon. Ah jo, was noch? Samo, hackt's dir? Tut doch weh. Muss man halt schon sagen, dass die Höhle jetzt an der Stelle schon gleich aufgebaut sind. Aber wie gesagt, wenn ich so große Welt habe und so viel Höhle und Gedöns, dann muss ich halt auch ein bisschen die Dungeons und die Gegner, ja, treffen mich mal noch. Ein bisschen recyceln, sonst wäre ich schon gar nicht mehr fertig. Da, Mo, jetzt reicht aber auch noch, Mo. Ja, ich hätte den Zauber aus der Hand geschlagen. Merkt. Gräberstab oder was? Was will ich mit dem Gräberstab? Ich habe Schüreisen des Todes. Kommst du mit dem Gräberstab? Den brauchst du, wenn es tot sind, um das Grab auszuheben. Aber
um sie das ins Grabe rin zu bringen, du brauchst das Schüreisen des Todes. Noch Aufzug. Jetzt muss ich doch wieder hoch. Und musste over den scheiß Sprungweg nehmen, weil ich so gut im Springen bin. Weil ich kann jetzt nicht einfach over das Ding leihen lassen. Das wäre jetzt wieder so der richtige Zeitpunkt für ein Wett aufzumachen. Wette mal, dass es... Ach, da wäre eh noch mal Rune gewesen. Ja, ist ja gut, dass ich schon noch mal lang bin. Wette mal, dass es einfach, was weiß ich, Schmiedestein der Stufe 1 ist. Fertig. Gut. So, jetzt pass auf. Ja! Jetzt ein Toren. Der wieder alles gibt bei dem Sprung. Muss man ja schon sagen. Es ist also Künstler, du. Jo, schon jetzt geht's halt fertig. Aufrege. Ja gut, da muss ich jetzt schon ein bisschen Prioritäten setzen und wenigstens ein bisschen aufräumen. Nicht, dass die mir jetzt gleich ins Kreuzkubs kommen. Ist jetzt natürlich wieder eine saudumme Stelle. Weil bis ich dort bin, kann ich noch 3-mal runterfallen. Das, ne? Das wäre schon fast wieder schief gegangen. Jetzt wäre er gerade aufs letzte Brett gesprungen. So. Jo, ich wäre so shit, wie ich jetzt da hochgehupst, ey. Du. Wie komme ich denn jetzt da runter in die Höhle? Guck mal, runterhupst ist das aber zu hoch, oder? Shit. Gute. Wir sehen uns gleich noch einmal. Sag mal, ist das so einer mit so einem Ringelge? So einer habe ich doch schon. Scheiße, leih jetzt meine Seele da oben auf dem letzten Brett. Ich glaube, ich lasse einfach das. Es wird das Sinnvollste Sinn. Jo, ich kann das besser wie du. Oder komme ich statt irgendwie raus, wenn ich durch, was weiß ich, Fahrstuhl runterfahre oder so. So, der ist noch einfach, ne? Sagte er und fiel in den Tod. So. So. Jetzt wird's spannend. Jetzt falsche Knippstricke. Jo. Hallo? Also wenn ich doch jetzt schon so scheiß Sprungpassage inbau, dann mache ich das doch wie in Uncharted, wie in Tomb Raider, wie eigentlich in jedem Spiel, ja, dass ich an der fucking Kant festhalten kann. Und das sind genau die Stelle,
wo man sagen muss, so raubt einem das Spiel einfach die Lust. Klar, dann gibt es andere Stellen, wo du dann denkst, komm, noch ein Dungeon, noch ein Boss und so, ganz klar, aber an der Stelle no, es wäre wieder fast schief gegangen, von der gesehen, ne? Ich meine, jo, es ist jo. Es ist jo wirklich. Ey, will ich mich jetzt verarschen? Und schon gedacht, ey. Es ist wirklich ein gutes Spiel. Ja, ich meine, ich habe jetzt, keine Ahnung, nicht ganz 70 Stunden. Und ich bin, ja, ich weiß jetzt nicht, wahrscheinlich noch nicht immer halb durch. Oder vielleicht halb. Ich schon jetzt halt viel so hin und her geguckt. Und Samo, hast du sie noch alle? Was war denn das jetzt wieder für Aktion? So hin war ich aber, glaube ich, schon immer, ne? Und du kannst wirklich an vielen Stellen kannst du Dinge entdecken, so viel Mini-Dungeons und große Dungeons und Wälder, Areale, was weiß ich. So viel Bossgegner und Höhle und Geheimwände und also du kannst hier wirklich unheimlich viel entdecken. Hat auch seine Länge, aber es hat halt auch seinen Preis, indem sie halt wirklich hingehe und viele Sachen ja, recyceln, ne? So wie jetzt die Höhle, die quasi ja, so nur dem Motto, es gibt 3 verschiedene Höhle und die wäre alle gar da in der eine oder anderen Form wiederverwendet, ja, oder die Gegnertype, ja, wäre auch oft recycelt. Und dadurch haben sie dann natürlich. So, jetzt kriegst du schon mal Kleiderschelle. So, ihr 2a. So, da hinten war schon immer, ne? Genau. Ja, und da wäre jetzt dann halt meine Frage quasi. Komm, wir gehen mal da hoch und nehmen ein Schlappertrinkchen. Da wäre jetzt meine Frage, wäre es jetzt nicht vielleicht sinnvoller gewesen? Treffe 2 Dungeons wegzulassen, ja? In jedem Areal wehe mir. Und dafür quasi hinzugehen und das so zu machen, dass er sich fucking anerkannt festhält, wenn er irgendwo so ein Stück runterfällt. Ich meine, das wäre doch auch irgendwie sinnvoll gewesen, oder nicht? Ach, treff doch jetzt einfach mal. Das sind halt so Kleinigkeiten, die sind halt einfach schlecht gemacht dann, fertig. Dass du aber der Fall wäre, wie ich irgendwie hehl, natürlich. Noch, direkt wieder hochfahren. Ist das eine so Geschichte? Das ist jetzt die 4. oder die 5. Höhle, die ich halt mache und in jeder Höhle kam so still. Und nicht nur einmal, sondern 2 oder 3 Mal. Komm ich jetzt dort unten raus, wo ich eben runtergefallen bin, hä? Mal her. Jo. Ehrlich. So. Und der ganze Shit für Dunkelschmiedestein der Stufe 12 und den ich wahrscheinlich ein 10 oder 15 Hund. Ja, das interessiert mich jetzt mal. 19. War ich hier so falsch nicht mit meiner Schätzung. Du fragst dich danach nicht mehr drüber, welche, wenn es jetzt was Ordentliches gäbe. Da muss
noch aufpassen, dass du jetzt beim Runterhupsen nicht den Abgang machst. So, und dann gibt es in dem ganzen Shit-Ding nur ein Ort der Gnade. Das heißt, jetzt laufst du eine halbe Stunde rum, dann tust du beim Boss geh schnell gleich sterben. Darfst du den ganzen Shit nur auf den Ei machen. Ich meine, klar, das kannst du so machen. Aber das ist halt irgendwo, finde ich so vom Spieldesign her, halt nicht die beste Idee. Und die doofe Stelle, ne? Das ist eins zu eins die Stelle von oben, wo ich runtergefallen bin, nur dass sie hinten die Hupspassage weggelassen. Jetzt darfst du den Ball gelaufen, wo er nicht in der Lage ist, sich festzuhalten, wenn er runterfällt. Wie das in jedem anderen Spiel der Fall ist. So. Nix. Ich glaube, es geht los. So, was ist denn jetzt eigentlich mit dem Aufzug, ne? Der geht auch jetzt, also du warst noch nicht, ne? Geht der ruf? Tatsächlich. Muss ich da wieder irgendwo auf halber Höhe runterspringen? Ne? So. Ah, ne, oder? Warte mal. Muss ich jetzt nochmal runterfahren? Gucke. War das jetzt überhaupt richtig oder bin ich von der oben runtergekommen? Ne, der oben hupst noch einer rum. Das heißt. Ne, du kann ich nicht irgendwie. Das ist nix. Ne? Ne. So. Ja, das wäre es jetzt gewesen. Nee, du warst doch schon im Bin schon jetzt wieder am Anfang. Ach. Okay. Verstehe, ich habe Shortcut freigeschaltet. Eine Abkürzung. Eine Abkürzung in den Tod. Ohne hupst der rum. Wir haben uns ewig schon mal kennengelernt. Gleich schüttel ich dir noch mal die Hand. Du hast das nicht ingesammelt eben. Gleich kriegst du noch mal die Hand von mir geschüttelt. Mit dem Hammer. Wahrscheinlich wechsle ich die Waffe vorher. Oh. Werkstattwaffe wechseln. Schmiedestein. Halt alles Stufe 1, Stufe 2, von denen habe ich halt schon 1000. Nehmen wir mal Schüreisen des Todes. Kennen wir wieder ein bisschen, bisschen Eis. Jo, natürlich. Ah ja, was noch? Ja, der ist wieder nicht in beide Hände die Waffe, ne? Guckt der eine an, wie er rumläuft, so, ne? So stachelt hier. Wie so Igel. Guckt der eine an. Muss doch weh tun. Wie steht da Sterne? So, du kriegst schon mal die Flamme ab. Lass der die Kristalle fallen, ne? Was ist denn jetzt? Versteckt er sich hinter dir, ne? Da kann ich schon wieder in das Spiel kriegen. Im dunklen Eckchen. So, was gibt's da? Kristallmesser. Was will ich da mit dem Messer? Ich habe Schwert. Brauchst doch kein Messer, wenn ich ein Schwert habe. War eine wieder Aufzug. Nee, Trip. Oh. Alter, so was los, ne? Wie sieht denn das aus? Wenn du gerade mal so runterhupst und dann kriegt er so einen von oben geknüllt. Das ist einer von der ganz große, hä?
Oh, die lassen sich auch nicht beirren, ne? Die machen alles weiter. Und ich tue mir noch ein paar Schläge. War jetzt nicht so clever, ich hätte besser gewartet, bis mein grüner Balken wieder aufgeladen ist. So, nur dass wir das mal geklärt haben. So, du hinne hupst noch 2 rum. Sehr schön. Dienstschwörer nicht, gehst du rein oder ist du dann relativ schnell Schluss? Ja. So, pass auf. Du kriegst noch einen ins Reiz gezwirbelt. Sehr schön. Gut, sonst ist du jetzt erst nur Zappe duscht. Bitte, ne? Geh ich jetzt links oder rechts lang? Ich meine, das eine wird wahrscheinlich wieder so kleine Mini-Höhlen sind, so Sackers, ne? Wo es dann 2, 3 Sachen gibt. Aber du weißt halt jetzt wieder nicht, ist jetzt rechts oder links. So, ne? So wie der Fahrstuhl. Geht's dann wahrscheinlich runter zum Bus. Und hier Schmiedestein, ne? Ah ne, Erde erschüttern. Gut, brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber wir haben's. Also Spiel für Messis, ne? Für Jäger und Sammler. Muss ich du wieder auf halbem Weg irgendwo runterhupsen oder ist das einheitlich? Ja, in der Höhle jetzt schon die Drittstelle, wo genau so ist. Und dann kriege ich das Schmiedestein. Aber wenn du jetzt nicht anhupsen würdest, ne, dann wäre es irgendwie die geilste Waffe im ganzen Spiel. Ja, Stufe 3. Kannst du? Warte, kriegen wir gleich raus. Immerhin nur 6. Immerhin nur 6. So, jetzt brauche ich du Schlabberdrängsche. Und ich mich mein Mana auffülle. Weil, nämlich, und wahrscheinlich gehe ich am besten auch schon mal direkt auf den Hammer. Das hat ja ausgesehen, als wäre das so Metallheinz gewesen. Ist das eigentlich der richtige Hammer, den ich da habe? Jo. So quere mir den Nebel. So, dann holen wir unser Eismann. Schrotthändler. Schrotthändler des Todes. Angriff. Stark. Richtig stark. Du hast schon fast schon was abgezogen. Zwei Stück hast du schon abgezogen. Sau stark. Können wir die nachher 2 Hände nehmen? Oder auch im Special Move. Oh, das hat dir was gebrungen, hä? So sieht's nämlich aus. Noch einer, komm, auf geht's. So, ne? Und für den ganzen Shit habe ich jetzt eine halbe Stunde rumgekaspert. Der 1000 Schmiedesteine, die ich eh schon gehabt habe. Und für der Hans gucken die Luft. Gut, aber den hätte man. Ah, der Schluck war ein bisschen groß. Hast ein bisschen viel Luft dabei gehabt. So. Und es ist halt schon schade, dass man da nicht die Mager so durchklicken kann, ne? Weil was jetzt ich, wo jetzt der nächste Mager ist, den ich gesetzt habe. Ich meine, ich hätte 3 Stück gesetzt. Und irgendwo gammeln noch 2 rum, wo ich nicht weiß wo. Komm, nur dass wir es komplett gemacht haben, machen wir jetzt noch die 3 und die 5 und dann ist dann immer gut.
Ich mache quasi schon 3 Stunden länger, als ich eigentlich gewollt habe. Was sie jetzt in Soxi auch wieder ein Gütekriterium für das Spiel ist. Ja, aber es kostet halt auch relativ viel Nerven. Das muss man halt auch sagen. 3, ne? Wir haben gesagt die 3, oder? Haben wir die 5 gesagt? 3, ja. Mit dir eigentlich schon mal geschwätzt? Ja, stimmt. Die 3. Die wird dann wahrscheinlich du links sind, ne? Außerdem ruckelt. Oder um das mit der Sprache von der Pros zu sagen, FPS Drops. Ja, und ohne kann ich mich gar nicht daran erinnern, dass ich schon mal gewesen bin. Deswegen habe ich natürlich gesagt, da gehen wir jetzt nochmal an, ne? Oh ja, schön. So viel schöne Sachen gibt es da oben jetzt aber nicht, ne? Gut. Ja. Gibt es da überhaupt noch irgendwas, was man brauchen kann? Der war es jetzt wieder für die Katze. Muss halt wirklich alles ablaufen. Ich will natürlich trotzdem 3/4 nicht finden. An der Stelle, ne, das ist halt jetzt wirklich dann was, wo dann dieser Online-Modus besser wäre. Hier läuft noch Berge rum. Wo du dann die Hinweise wenigstens kriegst, ne? Aber der Nachteil ist halt einfach, dass du an jeder Stelle einfach nur verarscht wirst. Das macht dann halt zumindest mir dann schon wieder keinen Spaß. Kann ich die Karte wieder nicht aufmachen, weil angeblich irgendwo Gegner rumläuft. Ach, guck mal da. Dich können wir noch brauchen. Prima, du was? Giftnebel. Stark. Ach, das war die Mauer, ne? Mal herkommen. Ach, guck mal, da hinten ist noch so Todesschädel. Oder Ruinefragment, wie auch immer. Guck mal, da oben, da waren wir doch schon mal. Kann ich mich jetzt so nicht dran erinnern. Scheinbar aber schon. Gut, wenn man da oben schon mal war, ist halt die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass man da unten auch schon mal war. Und bei dem komischen Schloss waren wir alle WA schon einmal. Oder bei der Bursch, oder weiß Geier was ist. Schon eine Bursch, oder? Jo, da waren wir auch schon einmal. Nee. Da habe ich doch aber Ewe jetzt nicht. Oder war das Ort der Gnade? Jo, das war Ort der Gnade. Nee, komm Fritzchen. Guck mal, du kleine Mut, du bei dem großen Schwert. Da waren wir aber 100 pro A schon einmal. Jo. Gut, das heißt, du ist jetzt nichts mehr zu holen gewesen. Dann tun wir noch irgendwo hier hin und zu den 5 Hupse. Wir müssen dann beim nächsten Mal wirklich noch einmal in Khaled, was weiß ich, wie es heißt, müssen wir unbedingt auch noch mal durch. Mit dir habe ich schon mal geschwätzt, 100%ig. Die 5 haben wir gesagt, ne? Das ist oben. So weit weg vom Schuss war man bestimmt nicht. Aber da oben bei dem Turm wären wir ja wohl gewesen, ne? So, aber die Gräber sind geplündert, das heißt, da waren wir doch schon immer. Und oben bei dem Turm wären wir auch schon mal gewesen, sonst wäre der jetzt nicht aufgedeckt. Die Frage ist jetzt natürlich,
kommt man da irgendwie auf die zwei Säulen da hinten, ne? So, ne? Und jetzt eigentlich mischt man jetzt hier eine ganze Shit. Mischt man jetzt eigentlich auch nochmal um Dunkle machen, weil da kommen ja dann nochmal andere Gegner. Da verliert man da halt dann irgendwann vielleicht einmal die Lust, ne? Hinne waren wir schon immer, oder? Jo, sieht so aus. So, am Strand ist jetzt scheinbar keine Höhle mehr. So kennt noch man, es ist nur warm. Jo, aber ich weiß ja auch nicht. Ansonsten sieht das doch eigentlich schon mal jetzt ganz gut aus, oder nicht? Gut, wie man da hochkomme, das weiß ich halt jetzt noch nicht. Wahrscheinlich werde ich dann irgendwann dorthin teleportiert. Für mich schmeckt jetzt eigentlich also ziemlich alles von irgendwie. Und da ist jetzt halt dann die Geschichte, ne? Ist das so jetzt ein Dreckfuhler oder ist das wirklich was, wo man sinnvollerweise hingeht? Ich meine, da müssen wir aber noch hin, da war man zu schwach dafür. Da die ganze Ecke, die ist natürlich noch sehr karg. Da ist 100 Pro noch das eine andere. Da hinten war man, glaube ich, irgendwie zu schwach davor. Da sind wir nur mal schneller gehuscht und uns mal umgeguckt, bevor wir wieder abgehauen sind. So das, ne? Ich muss mal bestimmt auch noch an. Da haben wir irgendwie das Tor nicht aufgeregt da hinten. Da ist auch noch irgendeiner, der verdruspelt werden will. Steht Sahne, guck mal, dass wir beim nächsten Mal dann so ein bisschen da hinten durch Kahlet, wie auch immer, flitze. Und was man natürlich auch mal machen mischt, wäre. Jeden das. Dass man hier. Ich muss hier. Es geht hier mit der Maus nicht. Ich muss so darüber. Dass man in die Tafelrunde nochmal gehe. Und da kann man ja auch das eine oder andere noch machen. Zum Beispiel Schwätzerhalle. Well then, would you like... Anrufung. Oh, was soll ich ans bieten? Dringende Heilung. Jo, los, muss stecke jetzt. Das ist mir. Ich glaube, du kannst mein Geld oder meine Seele, meine Rune besser investieren. Mhm. Aha. So der. Ein Bildnis der Ordnung, um heilig Schaden zu verursachen. Okay. Goldene Ordnung, jegliche Bedeutung verloren, sowas. Befleckt ihre Wahrheit. Ich bin ja auch befleckter. Ach, das war's schon. Naja, gut, das war jetzt nicht so arg. Geht mit dir ab. Bist du die Anna vom Wolf, hä? Greetings. Nice to see. My name is Roderica. I should have told you soon. Isn't this place impressive? The round table hold. Jo, ja, 2 Finger, ja. Treffpunkt der Heldenfürsten, alles klar. Mhm. Bisschen zu viel, okay. War's das schon wieder? Jo, sieht so aus. So, du haben wir jetzt mit alle gar geschwätzt, ne? Schwätzjägerhall. Alter, was ist denn das? Ach, das sind die 2 Finger. Jetzt verstehe ich das auch, warum das 2 Finger heißt. Kraft vom Echo erhalten. Weiß ich jetzt nicht so genau, ne? Was ist...
Na, du nicht lieber vorher noch ein bisschen googeln, weil nicht, dass ich jetzt was mache, was ich nur nicht rückgängig machen kann. Great runes are the children of the goddess Queen Marika, tainted by the strength of their Jo. runes. Mhm. So grace was extended. Okay. The greater will Halbgötterlinge alle habt dann. Fleck, der zeigt keine Gnade, holt euch ihre Köpfe und ja, das mach ich doch. the demigods are each and Okay. Godric the grafted was but Aha. front of the litter. Okay, His divine alles klar. Jo, wahrscheinlich kann ich dann halt die Rune oder die Echo-Dinger da innen tausche, dann geht zum Beispiel da unten so Bossgegner-Waffe, ne? Aber bevor ich dir jetzt was innen tausche, würde ich ja gerne mal wissen, was die können. Oder wie gut die sind, ne? now go forth Jo, mach ich. the world. So war's gedacht. Und an der Stelle ist das jetzt halt auch wieder so Sache, ne? Das ist einfach die Informationslage nicht so geil. Was ist das? Aha. Schick. Warum darfst du mit dem Pamba rum? Das ist vielleicht der nicht. Was geht mit dir ab? Brauchst du Brill, hä? Lesebrill. Ich meine schon. You've received the wisdom of the two fingers, have you not? I am known as Gideon Ofnir. Gideon Ofnir. As a tarnished who wishes to stand before the Elden Ring and become I am accumulating knowledge. Das You ist now clever. belong to a select group of fellows. As you'll be after more great runes now, eh? Then as your fellow, allow me to divulge the inheritors of the great runes, the Shard Bearers. We of the Round Table know the location of 5 of them, including the one you defeated. Godric the Grafted, Lord of Storm. Ja, haben wir schon. Who fought Melania and her rot to a standstill in the cave Ja, das mit der Melania, da müssen wir noch mal gucken. Lord of the volcano manor of Mount Gelmir. Aha, Morgoth, the Grace-Given, Veiled Monarch and Lord of Leyndell. schön. And Renala, Queen of the Full Moon. Weiß ich gar nicht, haben wir die schon? Ray's Academy. You'll still be after more great runes, won't you? Hier, der Godric haben wir doch schon. Godric the Graf, despite being the blood of Godfrey, first Elden Lord, his castle lies upon the cliff to Limgrave. But I Oh, den haben wir ja schon verdruspelt, ne? enough already. Radan. General Radan, the famed Red Lion and Scourge of the Stars. Den haben wir doch aber auch schon. Ferocious warrior. He fought Melania and her rot to a standstill in the Caelid Wilds to Limgrave's east. And now Caelid has been engulfed by the Scarlet Rot. Even Das ist approaching so ein the Pischer region war, is hä? no mean feat. I've heard survivors of Radan's army are still in the wilds, staving off the rot with fire. And if it's true, I suspect Radan. Aber in Caelid habe ich den noch nicht geblättet. Das war doch ein Fuchs, den ich gemacht habe. Der hat aber auch so ähnlich geheißen. Jo, gut, gucken wir da mal, wenn es soweit ist, ne? Wenn wir da alles abgrasen, tun wir schon über die Stolpere. You again. I thought Yup. you'd receive a summons Yup. to the Felly Jupp, We met at I'm glad to see you here. Yup. I found it in Godric's grafting grounds. You defeated him. You should make good use of it. I don't intend to make a habit of scavenging corpses. Arsenal Talisman. Hast du noch was für mich? Yes, I wonder if you've met my foster father. If you haven't already, father is leader of the round. I'm sure talking to him will be. Nun. Jo, Is that ja. some kind of medicine? One that affects the heart, I'd wave, is what I think. I have no need of it. I am a warrior. I need no external aid. Ist mir schon klar. Das Brave the horrors of sieht mir battle, die auch an. nor to bolster Zehner. my resolve. It's about time I'll see you again. Ah, jetzt ist, ne? Jetzt habe ich den Bogen überspannt. Jetzt will sie mir nichts mehr geben. Nur was mit euch zwei. Eine Klangperle anbieten. Was ist denn das? Jo. Ah. Dummo. Gehen wir mal zurück. Klangperle
des Schmiedeschürfers angeboten. Okay. Gnadenimitator. Das Licht weist den Weg, jedoch ohne Ordnung. Keine Ahnung, was das heißen soll. Keine Ahnung. Den, so, du kennst noch mal in der Kave. Das Ding ist auf jeden Fall schon mal gut. Das ist auch sinnvoll. Hier, so Zweigsche ist immer gut. Und nehmen wir da auch mal eins mit. Gast an. Okay. Fingersiegel. Gibst du jetzt irgendwie, aha. Für Heilige, okay. Ja. Also Waff. Ja gut, das brauche ich nicht. Ah gut, er hat noch so 2 Steinwert. So, hallo. Guck mal, da noch. Blauer Losungsring. Ohne Bogen. Gut, da haben wir irgendwie 90 Stück oder so. Die du halt nicht so benutze. Die 2 Steinwertschlüssel, die täte mich noch anlachen, ne? Steht sagen wir, gucken wir weiter. Ah, du, natürlich. Steht sagen wir, gucken wir weiter und notfalls tun wir noch so ein paar Rünscher in, löse und dann. Ja, ich weiß nicht, wo schon war. Ah, genau, du warst noch nicht. Nee, ich will jetzt nicht mit dir kuscheln. Ja, die ist schon kuschelbedürftig, ne? Die will immer meine Kopf an ihre Busen drücken. Ja, Schwätzer. So, über Roderica, was gibt's nur zu erzählen? Ach, schwätz nicht. Aha. Schick. Waffe verstärke, das wollen wir jetzt halt, glaube ich, mal vorerst nicht. Also die Waffe, die. Gut, wir haben jetzt natürlich auch nicht genug Rune, das reicht mir ja vielleicht noch hin. Aber die gute Sache, ne, die kennen wir jetzt gar nicht, so weg auf Level. Wenn die Ushigata oder wie sie heißt, Ushigatana, das ging natürlich, du hier das ging auch. Das kennen wir aber, glaube ich, noch nicht richtig führen. Da brauchen wir Weisheit von 23. Würde ich sagen, lassen wir die Geschichte erst mal. Jo, gut. Ah, doch, da hinten geht's weiter. So, gibt's jetzt aber so nichts, ne? Da waren irgendwie, glaube ich, ein paar Truhe, die haben wir schon aufgemacht, haben wir das Zeichen rausgenommen, das heißt, die Geschichte ist erledigt. Ich hatte so das Gefühl, als würde das Spiel gleich abstürzen. Weil Ewe ist rausgesprungen, kurz aus dem Spiel. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt, aber ich habe es gesehen. Und Ewe hat es wieder so schön geruggelt. Also wäre es wahrscheinlich gleich nochmal fällig. Was heißt Normo? Das ist erst Emo vorgekommen oder so. Ah, da war die 2 Finger Danger. Ah, da war der Kollege. Jo, ich mit dir noch schwätzen. So, war wir auch eben. Das heißt, mischt man vielleicht noch mal bei Zeit.
Nee, du warst. Wo war dann hier der Balkon? Ah, ne. Ich finde halt irgendwie, das sieht da halt alles gleich aus. Samu. Ich war da jetzt in jeder Tier irgendwo drin, oder nicht? Wo sind die Fingerscher? Ah, da ist er. So, gab's du links irgendwie noch was? Boah. Da für dich hier schon, ne? Alter, der hat auch seine Bestzeit hinter sich, ja. Wie leider sowieso verkohltes Brikett. Ja, gut. Versuch war's wert, ne? So, jetzt müssen wir uns da zurückbeamen, ne? Kommt jetzt Ladebalken. Gut, aber ansonsten gibt's da jetzt so viel nicht, ne? Mit dem Handschlag schon geschwätzt, ne? I thank you. So what can I do for you? Hat ich mit dem auch schon geschwätzt? Ich glaube schon. Well then. Ah, jo, der wollte mal wieder Sache andrehen. Gut, ich kennt ja auch mit dem Schwätze. Vielleicht hat er noch was für mich. There's something I should mention to you. Okay. Ne? Jetzt kommt's. Do you know of the noble Goldmask? Though he was but a tarnished, living outside the lands between, he was a great scholar who foresaw the coming guide. And now, I hear he has come to the land. I wish Okay. nothing more than to seek Wo his ist das? instruction. And perhaps even. May the Ja, golden war's das order jetzt schon wieder? shine through you. Oh, ja, gut. Ne, du war die zwei Fingerscher. Muss ich gucken, wo ich die andere zwei Trullas finde. Oh, your divinity, have mercy and grant me forgiveness. Ja, wir kennen doch bei dem Schmiedje do. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Gehen wir an, ne? Ah, du ist er. It is yet long, and God is not. Hoch betet der? Das ist doch nett. I'll be doing much as lay out. Kann ich bei dem auch Sache verkaufen? So, und zwar, was? Boah. 10 wäre 2000. Das heißt, wenn wir die alle gar verkloppe, dann wird das für die 2 Steinwert-Schwert-Schlüssel reichen. Back already. No matter. Man kennt auch mal gucke, Stopmo. Kriegsasche duplizieren hier und zwar und Talente, aha. Ja. 3 Stück kann ich do. Hier warten wir noch ein bisschen, ne? Weil ich schon von den Dinger jetzt nur 3 Stück und nachher tue ich die jetzt verkloppe und dann sind sie halt weg. Und das würde ich gerne vermeiden. Wo sind da jetzt die anderen Trullas, du? Sind die do? Jo. Ihr hattet doch noch so 2 Steinwertschlüsselchen. Die nehmen wir einfach direkt beide. Dann haben wir von denen nämlich auch noch mal ein paar. Hier, Schlüssel. Ah, du, 12 Stück. Mich doch reich, oder? So, dann guck mal nochmal der Talisman ist ja. Hatte ich nicht irgendwie so komische weiße Maske? Der war das nur irgendwie die quasi das Quest der weißen Maske. Körperlichen Schaden, das ist natürlich nicht schlecht.
Ist auch gut. Problem ist halt, das ist eigentlich auch schön, weil ich brauche halt noch so komischer Talismanbeutel. Okay, das ist natürlich nicht schlecht. Das ist gut, dass wir dort 2 Stück davon haben. Jo, aber gut, ist jetzt so nichts. Also wir haben schon jetzt so die 2 Beste ausgerüstet. So, das war's für heute nochmal mit dem Backtracking in Elden Ring. Wir haben nochmal viel Sache in Limgrave gefunden. Wir haben bestimmt noch mehr Leihe gelassen, aber beim nächsten Mal geht's in Caelid weiter. Von daher hoffe ich, ihr hattet viel Spaß, ne? Bitte gebt mir ein Like aufs Video, bitte abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.